Guten Abend, liebe Gäste, lieber Kai Strittmatter. Wir freuen uns, dass Sie alle da sind heute Abend. Wow, an so einem Abend, EM-Beginn und volle Bude. Aber es ist ja nicht so, dass wir nicht mitgedacht hätten. Wir haben zu dieser Ausstellung Material publiziert in den Farben des Nationaltrikots. Also ein bisschen sind Sie heute Abend auch dabei. Mein Name ist Eva Ruttenlauch, ich bin Sammlungsleiterin hier am Lenbachhaus für den Bereich der Kunst nach 1945 und Kuratorin der Ausstellung von Cao Fei, anlässlich derer wir uns heute Abend hier treffen. Und wir freuen uns sehr, dass Kai Strittmatter als einer der China-Kenner überhaupt einen Vortrag für uns halten wird im Zusammenhang mit dieser Ausstellung. Und bevor ich ihn gleich vorstelle, erst noch ein paar Worte zu Cao Fei, denn es ist in ihrem Fall nicht ganz unerheblich zu wissen, wann und wo sie aufgewachsen ist, da ihr Aufwachsen in eine wichtige Umbruchszeit in China fällt, und zwar politisch, wirtschaftlich und gesellschaftlich. Sie wurde 1978 in Guangzhou geboren, das ist in Südchina, nahe Hongkong, in der Region des Perflussdelta. Und wir sind 1978 in der Zeit kurz nach dem Tod von Mao Zedong und dem Ende der Kulturrevolution der 60er und 70er Jahre. Also 1976 stirbt Mao, 1978 wird Cao Fei geboren und 1978, 79 wird Deng Xiaoping Parteivorsitzender und mit ihm beginnt die Zeit von Reform und Öffnung der 80er und 90er Jahre, also genau in Cao Feis Kindheit und Jugend. Und die Gegend um das Perflussdelta wurde auch als Fabrik der Welt bezeichnet, weil damals Firmen aus aller Welt die Erlaubnis und die Aufforderung bekommen haben, dort als in einer Sonderwirtschaftszone zu produzieren. Das heißt, die beginnende liberale Politik der Wirtschaftsreformen ab 1979 hatte genau dort ihren Anfang und ihre größten Auswirkungen. Also gehört Cao Fei zur ersten Generation, die komplett innerhalb dieses enorm schnellen Wandels der chinesischen Gesellschaft und der Transformation groß geworden ist, die von der Modernisierung und Globalisierung mit sich gebracht wurde. Also rapide urbane Veränderungen, Landflucht in die Städte, Megacities schießen aus dem Boden, wirtschaftliches Wachstum, Technisierung und damit vor allem auch die Allgegenwart von Elektronik- und Unterhaltungsindustrie. Und diese Unterhaltungsindustrie, die dann in fortschreitende Digitalisierung mündete, war besonders wichtig für Cao Feis künstlerische Biografien und für die Themen, mit denen sie sich beschäftigt, wie Sie in der Ausstellung hoffentlich alle schon gesehen haben. Also sehr früh, ab ungefähr 2006, führte sie ein Leben in der Online-Welt Second Life. Sie hat sich einen ersten Avatar kreiert und eine fiktive virtuelle Stadt gegründet mit dem Namen RMB City. Da schwingt das Wort Renminbi mit. Es geht also um das Wachstum von Städten im Zusammenhang mit Finanzen und mit Wirtschaft. Und in jüngster Zeit hat sie sich tiefer ins Metaversum begeben und arbeitet an einer Serie von Kreationen, die sich Duotopia nennen. Topia von Topos und Duo bedeutet auf Mandarin viele. Das heißt, sie stellt Überlegungen an von vielen verschiedenen Orten und Vorstellungswelten, die die Digitalität und die zunehmende Virtualität mit sich bringen. Und das Ganze in China sicherlich schon sehr viel ausgeprägter als hier im alten Europa, wo wir noch mit Anachronismen leben, wie zum Beispiel Bargeld oder anderen Dingen, die nicht über Apps funktionieren. Und dann gibt es in der Ausstellung noch den Themenkomplex, woher eigentlich seit den 50er Jahren die ganzen neuen Technologien nach China kamen, nämlich aus der Sowjetunion, nach deren Beispiel ganze Städte und Stadtviertel angelegt wurden und die Menschen als Arbeiter und Arbeiterinnen organisiert wurden. Technologisch emanzipiert sich China dann vom damals großen Bruder, das sind wir in den liberalen 80er Jahren. Politisch ist es eine verwobene Sache bis heute, aber dazu bräuchte es dann einen anderen Abend. Aber diese technologischen Ursprünge sind es eben, die die Lebensumstände in China enorm verändert haben. Und es gab sogar das sowjetisch inspirierte Versprechen, Volk und Land durch Technologie zu befreien. Befreien. Wir werden jetzt gleich von Kai Strittmatter hören, inwiefern sich China durch Technologie und Digitalisierung auf politischer und gesellschaftlicher Ebene in Wirklichkeit verändert, ob das was mit Freiheit zu tun hat und warum das auch eine Herausforderung für Europa ist. Kai Strittmatter ist Sinologe und Journalist. Er studierte in München, Xi'an und Taipeh. Nach dem Besuch der Deutschen Journalistenschule in München arbeitete er als China-Korrespondent für die Süddeutsche Zeitung in Peking von 1997 bis 2005 und von 2012
bis 18, also insgesamt 14 Jahre, gefühlt wahrscheinlich noch sehr viel länger. Dazwischen von 2005 bis 12 war er für die SZ in Istanbul und von 18 bis 23 in Skandinavien und jetzt wieder in München. 2014 wurde er mit dem Theodor-Wolff-Preis ausgezeichnet für seine Reportage Wolfskind über die Zeit der chinesischen Kulturrevolution in den 60er und 70er Jahren. Und zu seinen vielen Publikationen gehört das 2018 erschienene Buch, das für seinen heutigen Vortrag wichtig ist, die Neuerfindung der Diktatur, in dem er sich mit den Mechanismen von Autokratien beschäftigt, am Beispiel Chinas. Er wird die neuen Mechanismen der Diktatur mittels digitaler Überwachung beschreiben und zeigen, wie Xi Jinping dem autoritären Staat ein digitales Update verpasst hat und was das auch für uns bedeutet. Lieber Kai, das Mikro ist dein. Vielen Dank, Eva. Ich freue mich irre, dass ich heute hier sein darf, wirklich. Also erstens ist das Lenbachhaus, ich habe es gerade dem Herrn Direktor vorher schon gestanden, seit meiner Studentenzeit mein Lieblingsmuseum auf der ganzen Welt. Und dass ich mal die Ehre haben würde, hier zu stehen, ist irre. Und dann noch an diesem Abend, also Sie überraschen mich total. Ja. München überrascht mich. Ich meine, Sie sind also die Leute, die nichts mit Sonne anschauen können und die Fußball nicht mögen und am Freitagabend auch nichts anderes zu tun haben. Also ganz im Ernst, herzlich willkommen. Sie sind meine Helden und Heldinnen natürlich. Danke fürs Kommen. Ich weiß nicht, viele von Ihnen haben vielleicht die Ausstellung schon gesehen, andere vielleicht nicht. Ich werde ein bisschen auch immer ein paar Sachen erzählen. Ich mache keinen kunsthistorischen Exkurs hier. Dazu wäre ich nicht im geringsten qualifiziert. Ich werde Ihnen mehr über China erzählen als über Cao Fei und ihre Kunst, aber so ein bisschen vielleicht das immer so als Anstoß nehmen. Also wenn Sie schon drin waren, dann haben Sie schon gesehen und gemerkt, dass diese Ausstellung also sehr viel weniger abgedreht ist, als man vielleicht, wenn man so auf den ersten Blick das Plakat oder so sich überlegt und dann denkt, oh je, eine Künstlerin, die im Digitalen, im Cyberspace, was hat das überhaupt mit mir zu tun? Wenn Sie die Ausstellung gesehen haben, da werden Sie gemerkt haben, dass die Cao Fei tatsächlich also da sehr oft sehr down to earth ist, dass es diese Ausstellung sehr viel mit Humanismus zu tun hat, dass sie sehr oft auch sehr dokumentarisch ist, also viele Interviews und kleine und größere Dokumentarfilme. Viel Humor auch, ja, aber eben auch viel der Beschreibung, was das mit uns macht und was das mit China macht. Die Ausstellung hat ihren Titel von einem der Werke, dieses Meta-Mentory, also wo sie unterwegs ist und Leute interviewt über das Metaverse. Ja, weil seid ihr eigentlich auch im Metaverse und was macht ihr da oder was wollt ihr da machen? Und das Schöne überhaupt, also an vielen ihrer Werken, unter anderem auch dem ist, dass man halt wirklich sieht, den ganzen Reichtum dieses Volkes, ja, und den Individualismus der Leute. Und ich bin jemand, der wirklich seit Jahren und Jahrzehnten durch die Gegend rennt und allen Leuten immer sagt, Mensch, ja, die Chinesen sind viel mehr so wie wir, als ihr euch das vorstellt. Ja, die sind wie wir, ja, und die haben Träume wie wir und Hoffnungen und Wünsche, weil ja so oft diese Klischees, ja, und gerade wenn es dann mit dem Politischen zusammengeht, ja, aber der Chinese, ja, dem macht es ja nichts aus, wenn er um 3 Uhr morgens von der Polizei abgeholt wird, der denkt ja viel kollektivistischer und so, ja, viel großer Unsinn. Ja, also in dieser Befragung über das Metaverse fragt sie halt die Leute auch, ja, was wollten ihr sein da, wenn ihr da drin im Metaverse seid, was wärt ihr denn am liebsten? Und die einen sagen halt, boah, ich bleibe ich selbst. Der nächste sagt irgendwie, ich wäre gern König. Der dritte sagt, ich wäre gern der Kaiser. Dann könnte ich irgendwie Konkubinen haben und alle Leute, die mich nerven, könnte ich um die Ecke bringen lassen. Ein Künstler sagt, ich wäre gern eine Plastiktüte.
Und einer sagt an einer Stelle ein Frosch, ich wäre gern ein Frosch. Und deswegen habe ich jetzt mal mit diesem Frosch da angefangen, weil sie nimmt dann dieses Bild des Frosches und der Frosch redet dann und dann spricht der Frosch auf und der Frosch führt zum Teil auch die Interviews. Und der Frosch so im anderen Universum, im Märchen, ist ja ein tolles Bild, weil wir das ja auch haben, ja. Der Frosch, der sich dann in einen Prinz verwandelt, das passt ja auch irgendwie, ja. Also so dieser Eskapismus. Und wer wären wir denn gerne, wenn wir jemand anders sein könnten? Und ist eigentlich ein super Bild. Es ist auch, wie gesagt, da ist auch viel Humor dabei. Mir gefällt an dem ganzen Film eigentlich die Szene am besten, wo sie über die Liebe fragt. Wie wäre es denn mit der Liebe im Metaverse? Und dann hat sie dieses eine Liebespaar, wo sie sagt, wärt ihr beide dann auch verliebt, wenn ihr im Metaverse? Und der Mann gleich so, ja, natürlich. Und dann streicht er seiner Freundin so über die Haare. Und es ist also eine super zärtliche und romantische Szene und da kommt der Schnitt und dann kommt so ein Brautpaar, die gerade so auf Foto, ja, also in China ist es ja Wahnsinn, 3 Tage Foto, bevor man überhaupt zur Hochzeit darf, aber schon im Hochzeitsoutfit, ja. Und da steht also dieses Brautpaar gerade auf Fototour, sie mit so einem Blumenstrauß, ja, im weißen, wunderschönen Kleid, er im Anzug. Ja, und dann fragt sie die beiden, ja, wie sieht es denn mit euch aus? Wärt ihr denn zusammen im Metaverse? Und dann sagt er doch glatt, oh, das müsste ich mir nochmal überlegen. Vielleicht würde ich mir da jemand anders suchen. Und dann haut sie ihm den Brautstrauß um die Ohren. Also wunderschön. Wie gesagt, ein sehr schöner Einblick in das Potenzial dieses Landes und seiner Menschen. Und ich gebe mir da auch selbst die Schuld. Ich habe das schon viele Jahre versucht, als Korrespondent auch immer wieder zu machen, diese Puzzleteilchen, also nicht nur die Politik und die Menschenrechte und was, immer rüberzuwerfen. Es ist nur in den letzten Jahren immer schwieriger geworden, für mich auch, gestehe ich, weil der Wandel dieses Landes so krass war unter Xi Jinping und so, dass ich irgendwann gedacht habe, ja, es ist auch nicht mehr lustig erst, sondern es ist anderes viel wichtiger, nämlich tatsächlich die Systemanalyse und der Systemwandel. Und umso schöner, ja, weil wir Journalisten tatsächlich in den letzten Jahren uns sehr auf diesen Aspekt konzentriert haben, weil es einfach muss es und weil es wichtig ist, weil es eine große Herausforderung für uns ist. Dieses Riesenreich regiert von einer kommunistischen Partei. Umso schöner, wenn man dann auf dieser Ebene immer wieder daran erinnert wird, ja, was eigentlich auf der Ebene der Menschen alles an Träumen, Ambitionen, Talenten und so da ist und dass die Chinesen eben überhaupt nicht diesem Klischee, auch überhaupt dieses Kollektivistische und diese Vorstellung, die man so hat, ja, von den ruhigen, zurückhaltenden und eben alle in Gleichmarsch marschierenden Chinesen ist das Falscheste, was es überhaupt gibt. Alle, die dort waren, wissen das natürlich. Es gibt kein chaotischeres, kein lauteres, kein lustigeres, kein herzlicheres Volk. Und die Chinesen selber haben das auch in ein Sprichwort gegossen, irgendwie, sie wären gern oft wie die Japaner, ja. Also, weil die Japaner sind nämlich so, ja, so im Gleichmarsch und die Chinesen grämen sich sehr oft, dass sie das nicht so hinkriegen wie die Japaner, ja. Und da gibt es dieses eine Sprichwort tatsächlich, wo auf Chinesisch, wo sie sagen, ja, also und also die Japaner sind ein Drache, ja. Also man kann sich das vielleicht vorstellen wie bei diesen Frühlingsfest-Drachentänzen, wo ganz viele Leute unter dem Drachen- oder Löwenkostüm sind und dann alle im Gleichmarsch tanzen. Während die Chinesen, und das reimt sich auf Chinesisch, also die Japaner, 10 Japaner zusammen sind ein Drache, 10 Chinesen zusammen sind aber ein Sack Flöhe, ja. Tatsächlich. Also, mein Punkt für den Anfang, die Chinesen sind tatsächlich sehr oft wirklich so wie wir, ja, in ihren Träumen, in ihren Bedürfnissen, in ihrer Individualität. Sie durften und sie mussten aber leider all diese Jahre und Jahrzehnte in einem Land leben, in einem Universum, das so ganz anders war als alle anderen Länder. Und zwar noch mehr anders, als andere Länder anders sind, ja. Und das lag und liegt natürlich an der Politik und an der Regierung durch die Kommunistische Partei, ja. Also ich muss sagen, für mich als Beobachter war dieses Land von Anfang an, das erste Mal bin ich als Studentin, Mitte der 80er Jahre, und da war das schon so aufregendstes Land der Erde, wirklich. Also kein spannenderes Land der Erde. Das war bis zum Schluss, auch obwohl ich, ja, als ich dann viele, viele Jahre später, Ende 2018 raus bin mit dem Zug nach Hongkong und froh war, dass ich draußen war und wusste,
ich komme nicht mehr zurück, ich kann nicht mehr zurück und auch damit abgeschlossen hatte auf eine gewisse Art und Weise und trotzdem für mich selber dachte irgendwie Wahnsinn und es ist heute noch spannender, als es jemals war. Und es liegt natürlich daran, weil es für uns so wichtig geworden ist und das liegt auch zum Teil an der Entwicklung, die dieses Land genommen hat, wirtschaftlich, aber auch in der Digitalisierung. Also für Beobachter war dieses Land immer ein großer, großer Glücksfall. Es war auch immer einer der widersprüchlichsten Orte dieses Planeten. Ein bisschen anders. Also das heißt, wir als Journalisten haben das eigentlich immer sehr genossen, weil wir ja nicht unbedingt Subjekte dieses Wandels sind. Ja, es ist so ein Land, das irgendwie wie in der Waschmaschine, ja, immer auf dem Kopf und dann wieder auf den Füßen, dann wieder auf dem Kopf, dann wieder also der Wandel so rasant, das kann sich keiner hier vorstellen, der es nicht selber miterlebt hat. Wenn Sie aber jetzt keinen deutschen Pass haben und nicht ständig und keinen amerikanischen Pass und nicht ständig die Möglichkeit haben, A, sowieso in Urlaub immer woanders hinzugehen, ein paar Monate Pause zu machen, jedes Jahr von China und B, wenn sie nicht untertan dieser kommunistischen Partei sein müssen, ja, die eben mit ihnen macht, was sie will, die sie mal schnell eben auf den Kopf stellt, ja, und dann vielleicht auf die Seite legt, dann sieht es ganz anders aus. Dann kriegen sie ganz schnell ein Schleudertrauma. Also wir dürfen bei all dem nicht vergessen, was wir jetzt, also wir reden über Kunst und wir reden über diese anderen Universen, über all dem darf man nicht vergessen, dass China selbst eigentlich sich in all diesen Jahren in ein total außergewöhnliches Wesen verwandelt hat, das eigentlich selbst oft wie so ein Traum wirkte, wie ein Kunstwerk selber, das Land, ja. Ich meine, ein kommunistischer Staat, ein Staat, der sich kommunistisch nennt und gleichzeitig aber Heimat war all die Jahre der urkapitalistischsten Umtriebe auf diesem Planeten. Irre. Es gibt ein Werk von der Cao Fei, Matryoshka-Verse heißt es. Das findet man ganz am Ende, glaube ich, ganz hinten in dem Ausstellungsraum, wo sie so einen surrealen Vergnügungspark besucht hat und gefilmt hat und beschreibt. An der Grenze zu Russland, Mandschurei, Mongolei, wo so ein also ein Vergnügungspark für die Chinesen, wo die Chinesen mal sich Russland angucken dürfen und Russen spielen dürfen und so und mit goldenen Kutschen fahren dürfen und riesen Matruschkas rollen da durch die Gegend und russische Zwiebeltürme sind da und ein Zirkusbär tanzt zu Elvis Presleys Blue Suede Shoes und irgendwann marschieren auch Mammuts durch die Stadt, irgendwie, die da offenbar auch ausgegraben wurden irgendwann. Und das ist alles super irre und es ist natürlich da ein Kunstwerk. Es ist aber, wo sie gefilmt hat, einfach ein Vergnügungspark und es ist aber in einem Land, wo man überhaupt nicht mehr weiß, wo die Grenzen beginnen und aufhören zwischen Land und Vergnügungspark und Kunstwerk, weil das so irre ist oft, was man auch in China selbst im Alltag erlebt. Ja, also wo hört da die echte Welt auf? Wo geht der Vergnügungspark los? Oder die Geisterbahn? Ja? Und wo dann die Kunst? Also an einer Stelle in diesem Werk oder an mehreren Stellen, irgendwann tauchen dann so teilweise dokumentarisch gefilmt. Sie begleitet da so chinesische Tourgruppen, die sich da vergnügen und an irgendeiner Stelle tauchen dann plötzlich so Forscher auf in blauen Labormänteln, die da so durchlaufen und diese Szene so ganz skeptisch anschauen und studieren, so als wären sie irgendwie Besucher aus der Zukunft oder Besucher aus einer anderen Welt. Staunend einerseits, andererseits, also nur ein Beispiel, also von wegen Staunen und so oder nicht Staunen, weil in diesem Land alles möglich ist. Irgendwann dachte ich sowieso, China ist das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, ja, all die Jahre, als ich da war, nicht die USA. Mir ist einmal was passiert, dass das vielleicht ein bisschen so illustriert. Ich sollte einmal für einen deutschen Freund, ich habe in den Hutungs gewohnt, also in den Altstadtgassen in Peking, der Freund hat beim Glockenturm in den Hutungs gewohnt und ich sollte Weihnachtsmann spielen für seine Kinder und er hat mir das Weihnachtsmann-Kostüm gebracht. Und beziehungsweise er hat mich abgeholt, unweit seines seines Hofhauses, ist mit mir ums Eck gegangen, dass die Kinder mich nicht sehen. Ja? Wir sind hinten in irgendeine so Hütte reingegangen, so zweimal ums Eck, hat mir das Kostüm in die Hand gedrückt, ich habe mir das Kostüm angesehen, habe gesagt, okay, geil, ich gehe jetzt wieder los und du wartest hier 10 Minuten und dann in 10 Minuten kommst du und so. Und es war noch 5 Uhr nachmittags oder so oder 4. Die Kinder waren super klein, also wir haben das nicht nachts gemacht, irgendwie, es war eigentlich noch hell. Und dann ging ich raus irgendwann und dachte also so, jetzt gehe ich wieder um die Ecke und nochmal um die Ecke und plötzlich war ich ganz woanders. Ja.
Und dachte so, Mist, ich hatte mich voll verlaufen. Ich wusste nicht mehr, wie ich zu dem finde. Und mit meiner Zipfelmütze, mit meinem roten Ding, mit meinem Sack auf dem Rücken, marschierte ich so durch die Hutungs. Und das Coolste war, die ganzen Chinesen, die da wohnen, liefen alle an mir vorbei und so, keiner hat auch nur mit der Wimper gesucht. Alle nur so, hallo, servus. Einer hat irgendwie gesagt, frohe Weihnachten. Aber keiner, ja, nur so, was macht dieser Weihnachtsmann da? Der auch wie so ein Alien war ich da gelandet, aber ganz normal, weil jeden Tag die ersten Sachen passieren. Also ich habe wirklich fast 2 Jahrzehnte in einem Land gelebt, in dem ein Schriftsteller namens Morien den Nobelpreis bekommen hat, den Literaturnobelpreis, den ersten Nobelpreis, den China gekriegt hat, dem Kritiker eine Schreibweise bescheinigen, die sie halluzinatorischen Realismus nennen. Dabei bedeutet Halluzinieren in China eigentlich nichts anderes als genau hingucken, ja. Also es sind oft, ja, wenn ich da an meinem Schreibtisch saß und mir die Nachrichten jeden Tag durchgeschaut habe, ja, am einen Tag kam die Nachricht, in Dalian haben sie ein Schloss Neuschwanstein, Dalian ist eine Stadt im Nordosten, haben sie ein Schloss Neuschwanstein eröffnet, aber 5-mal so groß wie das Original Neuschwanstein. Am nächsten Tag kommt die Nachricht irgendwie, in der Provinz Henan hat sich ein Bauer ein Bein abgesägt, weil er sich selber im Bett liegend, weil er sich die Operation nicht leisten konnte. Am anderen Tag hat die Partei Drehbuchautoren für Kinofilme verboten, Zeitreisen in ihre Filme einzubauen. Also überhaupt nichts Politisches, weil das mangelnder Respekt vor der Geschichte sei. Ja. Am nächsten Tag hat dieselbe Partei gesagt, den nächsten Dalai Lama. Die Wiedergeburt des nächsten Dalai Lama bestimmen sie und niemals anders, weil sie sind die höchste religiöse Autorität im tibetischen Buddhismus. Dann, als Xi Jinping kam, irgendwie ging es wieder los mit Marxismus und was lange Zeit keinen interessiert hat, die Ideologie. Gleichzeitig aber 2016, also Xi Jinping kam 2012, die ganzen Säuberungswellen, die Rückkehr der Ideologie und so weiter begann dann Anfang 2013. Gleichzeitig, 3 Jahre nachdem er im Amt war, 2016, hat Peking zum allerersten Mal New York als die Milliardärshauptstadt der Welt überholt. Ja. Also ist alles irre. Meine Lieblingsszene, die das Ganze vielleicht ein bisschen illustriert, auch das Lebensgefühl, ist aus dem Film Still Life von Jia Zhangke. Ich weiß nicht, ob Sie den gesehen haben. Jia Zhangke ist ein chinesischer Regisseur, einer der berühmtesten chinesischen Regisseure, der mindestens einmal, wenn nicht zweimal, die Goldene Palme in Cannes gewonnen hat. Und sein Film Still Life von 2006 beschreibt, also ist ein Spielfilm, spielt aber auch vor einem quasi dokumentarischen Hintergrund. Er spielt in einer dieser Städte am Rande des Gelben Flusses, die für den 3-Schluchten-Staudamm gerade abgerissen wurden. Also das war praktisch eine totale Ruinenlandschaft, ja. Ein paar Häuser also irres Bild, wirklich, irrstes Bild. Und der ganze Film, ja, 2 Stunden lang laufen und irren die Leute. Es geht um einen Mann und eine Frau, die jeweils irgendwie Partner suchen und dann sich begegnen irgendwann. Also 2 Stunden lang irren diese Leute durch diese Stadt, durch diese wo man als Zuschauer davor sitzt und es klappt einem die Kinnlade runter und man denkt sich, Wahnsinn. Und das wird aber nie kommentiert, ja, überhaupt, diese Szenerie. Es wird immer wie so ein Kammerspiel, die menschlichen Beziehungen, was da zwischen den Leuten passiert, was da im Hintergrund die Bagger und wenn wieder Häuser zusammenfallen. Und es ist ein hyperrealistisch gedrehter Film. Und irgendwann in Minute 95, da haben sie schon 1,5 Stunden wirklich so sozialkritischen, realistisches chinesisches Kino. Plötzlich, ja, da reden die zwei miteinander im Vordergrund. Und im Hintergrund siehst du, wie eines dieser Hochhäuser, das noch steht, ein Raketenfeuerwerk zündet und abhebt. Und das Hochhaus hebt ab wie eine Rakete und fliegt einfach weg. Und die Leute stehen da, ein paar gucken hin und so. Keiner kommentiert. Und dann ist auch schon vorbei. Dann wird der Film auch nicht fantastisch danach, sondern er geht hyperrealistisch weiter. Also für mich der genialste Kommentar zu Chinas manchmal sehr absurder Realität, den es überhaupt je gegeben hat. Ja.
Der Schriftsteller Ken Ning hat mal gesagt, in China ist selbst die Realität eine Fabel. Es ist eine Realität, in der die Schwerkraft oft nicht gilt, in der links oft rechts bedeutet, in der Worte, die wir gut kennen, wie Freiheit und Rechtsstaat, auf den Kopf gestellt werden und in der oben für unten und unten für oben erklärt wird. Das ist, wie gesagt, vieles davon ein Werk der Partei, die dieses Land regiert. Vieles ist ein Ausfluss des Stils nach 1989, als die Demokratiebewegung China erschütterte, als 2 Millionen Menschen in Peking auf die Straße gingen, gegen diese Partei, für Demokratie. Danach gab es das Massaker, die Panzer rollten. Und das war aber nur, erstaunlicherweise für uns alle, die damals vorm Fernseher saßen und das mitmachten, das war nur eine ganz kurze Pause in dieser Phase, in dieser Ära von Reform und Öffnung, die Eva gerade erwähnt hat, die Deng Xiaoping eingeleitet hat. Was hat die Partei gemacht nach der Repression, nach dem Massaker? Sie hat dem Volk einen Deal angeboten. Sie hat gesagt, passt mal auf, ja? Also Demonstrationen gibt es nicht mehr, Widerstand gibt es nicht mehr. Ihr dürft von jetzt an Geld machen, so viel ihr wollt. Ihr könnt Profite scheffeln, aber ihr haltet den Mund. Und das Interessante ist, das Volk hat eingeschlagen, hat diesen Deal angenommen. Und das China, das danach das Wirtschaftswunder geliefert hat, das unser größter, bester Handelspartner, Investitionszielland wurde. Und das China, das wir heute sehen, ist ein Resultat dieses Deals von damals. Ja? Und dieser Deal, der den Leuten das Reden verboten hat und das Denken verboten hat und eigentlich nur vor allem die Gier und den nackten Materialismus erlaubt hat, war dann in China, das uns, die wir dann diese Jahre da gelebt haben, eben immer begleitet hat, diese glitzernde Oberfläche, ja, die uns allen, wenn du da landest mit dem Flugzeug, es ist ja bunt, es glitzert, die Leute fahren in den tollen Autos rum, wahnsinnige Hochhäuser, die unglaublichsten, und auch wenn du ins Internet gehst, ja, irgendwie, es ist ja so, du kannst ja auch im chinesischen Internet 100-mal ersaufen, ja, ohne dass du merkst, wo da die Zensur ist, ja. Ein zunehmend reiches Land und eine zunehmend kranke Gesellschaft leider, die natürlich dieses Vakuum, das da war, ständig gespürt hat, wo ein existenzielles Verlangen nach Spiritualität, nach Werten, welcher Form auch immer. Ja? Also man hat es zum Beispiel auch am Boom dann der Untergrundreligionen und so gesehen. Ja? Und an der Schnittstelle dieses Fiebertraums, einerseits von sagenhaftem neuen Reichtum und andererseits aber spirituellem Vakuum, die Künstler und die Künstlerin. Ja. Das ist diese gerade erwähnte, das ist das Kunstwerk von der Caofei RMB City. RMB ist Renminbi, ja, die chinesische Münze, der chinesische Wert. Man hat mir gesagt, ich könnte hier, ich habe es auch schon ausprobiert, den Film dazu auch laufen lassen. Können wir mal ein bisschen reinschauen. Das ist ein Kunstwerk, das ist 2007 entstanden, ein Jahr vor den Olympischen Spielen. Und das ist eigentlich irre. Also die Caofei, wenn Sie die Ausstellung schon gesehen haben, ist jetzt keine super ausdrücklich politische Künstlerin überhaupt. Also ich würde sagen, für mich war das das politischste aller Kunstwerke, die ich da gesehen habe. Ja. Diese Stadt, diese Insel, die sie da gebaut, diese Renminbi City, ja, also die natürlich den Materialismus und diese Gier und alles. Ich meine, schauen Sie mal an, was sie da gemacht hat. Da hängt normalerweise der Mao, ja, plötzlich hängt da ein Panda-Bär auf dem Tiananmen. Dinge, sie ist mit den heiligsten Gebäuden, mit den heiligsten Symbolen dieser Republik irgendwie äußerst despektierlich umgegangen in diesem Kunstwerk. Ich würde behaupten, so ein Kunstwerk ist heute unmöglich. Könnte sie nicht mehr machen oder zumindest, das, was da rechts oben am Kran gerade schwenkte, ist der CCTV-Tower. Ja? Rem Koolhaas, einer der bekanntesten Architekten, hat für das größte Propagandamedium der Kommunistischen Partei dieses Wahnsinnsgebäude. Hier links die Hochhäuser im Shopping Tower. Ja? Die Religion, die Guanyin, ist auch noch im Einkaufskorb. Ja? Da sind Raketenwerfer, da diese Flammenwerfer, das ist alles so ein Bild von Untergang. Die Flagge, die allein dekonstruiert wird, ja, wie die Sterne von der Flagge wegfallen. Es ist ziemlich irre. Und das, was sich hier dreht, ja, dieses Zeichen, dieses Schriftzeichen ist das ist Hypothek. Ja. Also der Immobilienboom
der das Leben der Chinesen wirklich beherrscht hat in einem Ausmaß, den ich sonst auch noch nie erlebt habe. Also hör mal auf. Hier, auch super interessant. Hörsie Sherhui steht da. Harmonische Gesellschaft. Ja? Einer der Hauptslogans dieser Regierung. Harmonie. Es ist die Harmonie zwischen Befehl und Gehorsam, ja? In diesem Land. Frieden und Ruhe ist so ein anderes Schlagwort, was die Friedhofsruhe in China. Ja? Was ich gesagt habe, dieser Immobilienboom, ich habe das auch noch nie erlebt, auch mit Künstlern. Viele meiner Freunde in Peking waren natürlich also Leute, die kritischer dachten, die irgendwie auch, mit denen ich mich gut unterhalten konnte, Intellektuelle, Akademiker, viele Künstler. Aber irgendwann habe ich, und das war vor allem beim zweiten Mal so, 10 Jahre nachdem dieses Kunstwerk entstanden war, 2018. Also irgendwann habe ich es gar nicht mehr ausgehalten, weil ich saß da einmal im Hause von 2, wirklich, das war mein Vermieter und seine Frau. Gott, wie ist seine Frau nochmal? Auch eine der bekanntesten Videokünstler, die da gerade eine Ausstellung im MoMA in New York hatte. Und die beiden wir saßen in ihrem Haus außerhalb von Pekings und die haben über nichts anderes geredet, 90 Minuten, wie über Immobiliendeals. Und wie viel, welche Wohnung kostet. Und irgendwann habe ich gesagt, sag mal, ihr seid doch Künstler, aber könnt ihr über nichts anderes reden? Und dann, also haben sie mich auch ein bisschen beschämt, weil natürlich, für mich war es so, oh Gott, diese Gierköpfe, ja, denken nur ans Geld und so. Aber die Antwort hatte schon auch was für sich, weil sie meinten, ey Kai, ja, du lebst, also klar, du lebst hier, aber du lebst nicht ständig hier, du bist dem hier nicht, du weißt überhaupt nicht, unter welchen Zwängen und Drücken wir leben, ja? Weil diese ganzen Wohnungskäufe und Hauskäufe, die das Leben aller Chinesen bis heute zentral bestimmen, waren auch deshalb so zentral für die Leute, weil es kein soziales Netz gibt, weil es keinen Wohlfahrtsstaat gibt, ja? Obwohl dieses Land sich kommunistisch nennt. Das Investment in diese Wohnungen war die Lebensversicherung und ist die Lebensversicherung für viele dieser Menschen. Weswegen es übrigens auch so katastrophal ist, weil das gerade so ein bisschen den Bach runterläuft alles. Ja, und dann versinkt es hier alles in dieser Stadt. Ja, das versinkt so im Boden. Alles ist käuflich. Ja, es geht nur noch irgendwann springt auch so ein weiß nicht, war der schon da, der Goldfisch, der da so rausspringt. Fisch, der Überfluss ist das Symbol für Reichtum und Geld in China auch. Also es ging vor allem hier um diesen Materialismus, der alles bestimmt und gleichzeitig mit einem doch sehr, ja, so resignativen Blick der Künstlerin auch. Wer weiß, was das ist? Das ist das Symbol für Weibo. Das Logo von Weibo. Was ist denn Weibo? Weibo ist das chinesische Twitter. Ja? Weibo steht für die Zeit, und das ist, ich habe Ihnen vorher gesagt, 2007 war die Zeit, in der das entstand. 2008 kamen die Olympischen Spiele. 2008 war das Jahr, in dem China Facebook, Twitter, alles, was es damals an Silicon Valley-Plattformen gab, verboten hat. Alles verboten, alles nicht mehr erlaubt, nachdem es eine kurze Zeit erlaubt war. Dann hat China angefangen, seine eigenen Kopien von diesen Plattformen zu machen. Weibo war am Anfang die erfolgreichste, die mit Abstand erfolgreichste. Weibo war das chinesische Twitter, ja, einfach eine Twitter-Kopie. Und Weibo, das war wahnsinnig. Ich war ja in der Zeit, als Weibo entstand, Olympische Spiele, und danach Weibo entstand 2009, ist 2009 gegründet worden von dem Konzern Sina. Da war ich in der Türkei, noch in Istanbul. Ich war 7 Jahre in der Türkei und ich habe mich ehrlich gesagt in dieser Zeit gar nicht so viel mit China beschäftigt. Mir war das ein bisschen so, erstmal Pause und mich erholen und so. Und als ich dann zurückging, 2012, bin ich so ein bisschen ins kalte Wasser gesprungen, weil ich irgendwie, wie gesagt, ich hatte die ganze Zeit vermieden, auch nur ein China-Buch zu lesen und auch die China-Artikel in der New York Times, und das hat mich alles nicht interessiert, weil ich erstmal genug von China hatte. Und dann bin ich zurück, wie gesagt, so und dachte im Hinterkopf, ja Mensch, es wird schon so sein wie vorher. Natürlich hat sich wieder alles verändert. Natürlich ist Peking wieder einmal abgerissen und neu aufgebaut. Ich meine, die Tatsache, auch wieder diejenigen von Ihnen, die da gelebt haben, es kommen Freunde zu Besuch, ja.
und du sagst, hey, wo gehen wir hin heute Abend zum Essen? Und du sagst, lass uns in unser Lieblings-Sichuan-Restaurant. Du lädst dir ins Auto, fährst dahin. Nicht nur ist das Restaurant weg, ja? Nicht nur ist das Haus weg, in dem das Restaurant weg, nicht nur ist der Block weg, die ganze Straße ist weg. Und 4 Wochen vorher warst du noch da. Ja? Und das ist mir nicht einmal passiert, das ist 3, 4 Mal passiert. Also immer wieder. Ja? Ein anderer Freund, der da auch studiert hat, Carsten Gundermann, der erste Ausländer und vielleicht bisher heute der einzige, der jemals eine Peking-Oper geschrieben hat, der auch regelmäßig Peking besucht hat, der ist mal wieder gelandet und gelandet in Peking mal wieder. Nach einem Jahr kam zu mir und sagt, Mensch Kai, das ist so irre, ja, du bist ein Jahr weg und du kommst wieder, du steigst aus dem Flugzeug, dann ist da eine neue Stadt und die nennt sich auch Peking. Ja? Also so, jetzt bin ich wieder voll abgekommen, Verzeihung. Dieser wahnsinnige Wandel. Ja, 2009 plötzlich diese Kopie Weibo. Und es gab ja so eine Theorie in Zeitlang von so Hightech-Propheten, irgendwie, die immer so gesagt haben, ja, die neuen Informationstechnologien, und zwar angefangen vom Satellitenfernsehen, dann Handy und dann natürlich Internet, werden automatisch die Freiheit noch in den letzten Winkel des Planeten tragen. Ja? Jedes autoritäre System wird von diesen Informationstechnologien. Also ich habe das Internet kam zur gleichen Zeit nach China wie zu uns, 1994. Ich war 97 da, ich habe das die ganze Zeit verfolgt. Also für mich war das von Anfang an klar, Unsinn. Die Kommunistische Partei hat von Anfang an das Internet super im Griff gehabt. Ja? Und als dann die Social-Media-Dinger kamen, dachte ich eigentlich, es wäre ähnlich. Ach so, ich wollte erzählen, wie ich da zurückkam. Genau, ich war völlig überrascht. Weil der Wandel natürlich wieder ein neues Peking, klar, aber was gleich bleiben würde, immer, wäre, okay, die Leute sind wieder ein bisschen reicher, sie haben eine neue Wohnung oder überhaupt eine Wohnung, sie haben ein Auto, aber im Hinterkopf, im Privaten, auch diese intellektuellen Akademiker, Künstlerfreunde, von denen ich gerade erzählt habe, waren immer voller, auch wenn sie total parteikritisch waren, im Privaten immer voller Optimismus, weil sie haben nichts anderes erlebt. Jedes Jahr ging es denen ein Stück besser. Ja? 40 Jahre lang konstantes Wirtschaftswachstum. Und mit dem Wirtschaftswachstum, ja, es war nicht nur materielle Freiheit, sondern damit ging auch schon ein Stück gesellschaftliche Freiheit einher. Ja? Weil die Partei hat sich zurückgezogen. Es war immer eine Einparteiendiktatur, aber die Partei hat sich zurückgezogen. Und ich dachte, und deswegen, also im Privaten, wie gesagt, irgendwie hatte jeder so im Hinterkopf, ach, das wird schon immer besser. Es wird immer ein kleines Stückchen besser und besser und besser. Und ich dachte eben, ja, so wird es auch sein. 2012 komme ich zurück und war total schockiert, was ich da vorfand. Nämlich lauter Leute, die selber, ja, meine ganzen Freunde, die ich getroffen habe, alle Interviewpartner, die ich getroffen habe, entsetzt, fatalistisch, hoffnungslos, deprimiert. Und alles im Wahnsinn, es geht alles den Bach runter. Auswanderungsagenturen, die wie Pilze aus dem Boden geschossen sind damals, 2012, 2013, überall, an jeder Straßenecke, nach Kanada, in die USA, nach Australien. Und wer konnte, ging. Obwohl sie reicher waren ein Stück. Was war passiert die Zeit? Ich habe ein halbes Jahr, ein Jahr gebraucht, bis ich drauf kam. Weibo war einer der Hauptgründe. Die Partei hatte gedacht, also hat es unterstützt. Das sind alles Privatunternehmen übrigens, ja, sind keine staatlichen Unternehmen, sind schon private Internetkonzerne, die das machen. Die Partei hat das unterstützt, weil sie gesehen hat, wir brauchen das auch, wir können das benutzen, wir brauchen das fürs Wirtschaftswachstum und für eine moderne Gesellschaft. Ja, wir wollen nicht ein zweites Mal eine zweite industrielle Revolution verpassen, so wie Ende des 19. Jahrhunderts, wo dann die Folge war, dass wir 150 Jahre lang gedemütigt wurden. Nein, wir schmeißen uns voll rein in diese neuen Technologien, aber wir kontrollieren sie natürlich. Das hat beim Internet super funktioniert. Auch die Internetkonzerne waren alle privat. Einer der größten war genau dieses Sina. Die haben also auch klassische Webseiten gemacht davor. Und es hat dann so funktioniert, dass man denen einfach 5.000, 6.000, 10.000, 20.000 Sensoren reingesetzt hat. Und die haben den ganzen Tag nichts anderes gemacht als unliebige Posts aufgespürt, unliebige Worte aufgespürt, die gelöscht und zum Teil dann die Konten gelöscht und so weiter. Und das der Polizei gemeldet. Und mit dem Internet, mit dem klassischen Internet hat es super funktioniert. Was die Partei erst nicht gecheckt hat, und zwar 4 Jahre lang erst gebraucht hat, bis sie es richtig checkte, war, dass Social Media was völlig anderes ist als klassische Medien. Ja?
Die Chinesen waren immer viel mehr, also viel Gadget-verrückter als wir zum Beispiel. Viel schneller hatten die Chinesen überall, und zwar auch in den Dörfern, auf dem Land, Handys überall und haben ihr Internet und sind ins Netz gegangen nur übers Handy, nicht mehr über Laptop oder über Computer. Ja? Also die Entwicklung, die es bei uns natürlich auch gibt und gab, aber bei uns echt mit einer Verspätung von 10 Jahren, würde ich sagen, im Vergleich zu China. Damals schon alle übers Handy und alles übers Handy. So. Wenn jetzt was passiert, wie eine Sache, die ich selber erlebt habe, im August 2012, als ich ankam, in Guangdong, in Guangzhou, in der Stadt Guangzhou, auf der Straße ein Melonenhändler mit so einem einer Holz-Dreirad, der da stand, um seine Melonen zu verkaufen, natürlich ohne Lizenz, zu Tode geprügelt von einem Changguan. Changguan sind so lokale Polizisten, die eben auf die Einhaltung der öffentlichen Ordnung. Und wenn das passiert in China, ja, wenn da ein Polizist einen Bauern zu Tode prügelt mitten in der Stadt, dann passiert in China natürlich genau das Gleiche, was bei uns auch passieren würde. Ja? Bei uns würden dann 20 Leute gleich drumherum stehen, ihre Handys zücken, das filmen, fotografieren und ins Netz schicken. In China sind es 200 vielleicht, ja, und 500. Und dann, in dem Moment, und das hat die KP lange nicht kopiert, in dem Moment, wenn das passiert, bist du als Zensor, der auch nur 20 Minuten braucht, ja, um das zu löschen, 19 Minuten und 59 Sekunden zu spät. Ja? Weil dann geht das Ding durch. Und wenn du dann das Glück hast, einen der Influencer, ja, bei uns heißen sie Influencer, in China hießen die Big V und heißen sie immer noch. V steht für Verified, also Verified Accounts. Also dass es wirklich der Filmstar ist, der große Unternehmer, der hinter dem Account steht. Und das waren damals die Helden, als ich ankam, ja, diese Big V. Immobilienunternehmer, Sängerinnen, Filmstars, die also ihre Konten hatten auf Weibo und auf diesen Konten 1 Million, 5 Millionen, 10 Millionen. Der größte, der Han, ein Rennfahrer und Schriftsteller, ein super interessanter junger Mann, hatte zu diesem Zeitpunkt 50 Millionen Follower. Ja. Und 2012, ja, irre Zahlen. Das heißt, wenn du so einen erreicht hast, und interessanterweise haben diese Leute tatsächlich sehr viel solche sozialkritischen, ja, die haben sehr viel über Luftverschmutzung, Lebensmittelvergiftung, das war das große Thema zuerst, ja, viel mehr als Luftverschmutzung. Das kam dann 2013. Als ich da war Lebensmittel, alles ist giftig, man kann nichts essen, ja. Und Korruption von Beamten haben die gepostet und so, ja. Und wenn du so einen erwischt hast, der das weitergeschickt hat, dann haben es halt sofort 20 Millionen, 30 Millionen und dann weiter, 100 Millionen, 200 Millionen Leute gesehen. Und ich kam an, nachdem Weibo praktisch unreguliert schon 3,5 Jahre gearbeitet. Ich war völlig geflasht. Und natürlich zum allerersten Mal in der Geschichte der Volksrepublik hat es so etwas gegeben, wirklich, seit 1949. Sowas hatte die Volksrepublik noch nie gesehen. Sowas wie eine unzensierte Plattform der Öffentlichkeit, wo die Leute Informationen frei, also fast frei, ja, es gab schon immer Versuche der Zensur, bloß waren die hoffnungslos hinterher, also wo die Leute frei Informationen austauschen konnten und frei debattieren konnten. Also total irre. Ja? Und ich war völlig geflasht und dachte, das gibt's doch nicht. Meine chinesischen Freunde dagegen, die interessantere Reaktion war, die waren alle so. Was passiert hier? Ja? Meine Assistentin, die ich eingestellt habe und deren Job es vor allem dann war, also als ich frisch ankam, deren Job es dann vor allem sein sollte, eben genau dieses Weibo und andere Social-Media-Kanäle für mich zu beobachten den ganzen Tag lang. Die meinte ganz ehrlich, also es ist natürlich wahnsinnig aufregend auf der einen Seite, sowas hatte das Volk noch nie gesehen. Auf der anderen Seite sagte sie ganz ehrlich, 1 Stunde Weibo ist 1 Woche Depression. Das war das China von 2012, ja. Deswegen wollten so viele, weil sie gesehen haben plötzlich, was passiert in ihrem Land, ja, und was alles schief läuft, ja. Ja, einerseits große Verunsicherung, andererseits aber durch diese Debatten und Informationsfreiheit eigentlich auch noch eine Zeit der Hoffnung. Eine Zeit der Hoffnung vor allem auch für Künstler und Künstlerinnen, die auch wirklich ungesehene Freiheiten hatten bis dahin. Ich habe gerade erzählt, Entschuldigung, das wollte ich noch als ein Beispiel. Das ist ein Mann namens Yang Da-tai, also die Chinesen unter den Zuschauern werden den vielleicht noch in Erinnerung haben. Ein damals sehr berühmter kommunistischer Kader, der dadurch berühmt wurde, das sage ich jetzt nur als Beispiel, was die Leute damals gemacht haben im Netz, ja? Was wir Doxing nennen
heute, ja. Und was natürlich super giftig ist auch, heißt auf Chinesisch Zhenzhou so. Menschenfleischsuche, Menschenfleischjagd. 1000, 2000, 5000, 10.000, 20.000 Internetnutzer schließen sich zusammen und jagen eine Person im Netz. Aus was für einem Grund? Korruptionsjagd. Ja, das war eine der Sachen, die ganz viel Schlagzeilen gemacht hat in diesem Jahr, als ich ankam. Yang Datai war einer, der hieß dann, das war der sogenannte Uhrenonkel. Weil einer irgendwann entdeckt hat, einer dieser Internetnutzer, ja, auf dem Foto hier, Mensch, was hatten der da für eine Uhr? Ja? Rangezoomt und plötzlich, ja, made in Switzerland. Ja? Und dann die anderen hat er das gepostet und dann die anderen rein und am Ende gab es eine Fotosammlung von diesem Typen, der nicht vorsichtig war. Ja, kurz danach begannen die alle lange Ärmel zu tragen und so, die ganzen kommunistischen Kader. Und plötzlich hatte man eine Sammlung von 5, 6 Schweizer Luxusuhren, ja, Rolex und so weiter, alles Mögliche. Man hat also zusammengezählt, wie viel die kosten und hat dann ausgerechnet, wie viel er sich mit seinem Kadergehalt von 700 € im Monat überhaupt leisten könnte. Und der ist tatsächlich im Gefängnis gelandet. Also, die kurze Zeit, das kurze Fenster der Internetfreiheit. Das hier, den zeige ich, weil der besonders interessant ist. Das ist ein Mann namens Xue, Charles Xue. Das war einer dieser Big V, einer dieser Top 100 Influencer in China. Der hat ganz viel gepostet zu, ja, also diese Leute haben nie über Demokratie gesprochen, ist schon klar. Es ging einfach immer um konkrete gesellschaftliche Missstände, ja. Also Kinderentführung. Das sind Dinge, die übrigens auch damals in der Zeitung standen, auch in Staatszeitungen und Parteizeitungen, ja. Natürlich immer geframed ein bisschen. Kindesentführungen, Lebensmittelsicherheit, Luftverschmutzung, all das, was ich jetzt gerade gesagt habe. Der Typ, das ist ein Chinese, der nach Amerika gegangen ist in jungen Jahren und dort dann zum Hightech-Investor, wie heißt das so, Angel-Investor wurde und ist als solcher zurück nach China gekommen, weil er die junge Digitalindustrie und Start-up-Industrie unterstützen wollte in seinem alten Heimatland. Und ist darüber hinaus, weil junge Chinesen, reiche Leute, erfolgreiche Leute und dann gerade solche, die auch noch was Weltmännisches hatten, wirklich sehr bewundert. Zu dieser Zeit wurde der eine dieser Internetberühmtheiten und auch, weil er immer auch viel Soziales gepostet hat. So, also er war ein Beispiel dafür, zu was Weibo alles fähig war und was für Debatten da angestoßen werden konnten. Jetzt kommt Xi Jinping an die Macht. Ich habe Ihnen vorher erzählt, diese These, das Internet unterwandert alle autoritären Staaten, wo ich immer gesagt habe, totaler Quatsch, passiert nie. Jetzt komme ich plötzlich zurück und sehe das und denke mir dann wirklich, krass, Wahnsinn, hätte ich nie gedacht, stimmt's vielleicht doch? Ja? Also vielleicht ist es ja wirklich. Ja, Gott sei Dank oder auch nicht, kam mit mir zusammen praktisch Xi Jinping in Peking an und wurde 3 Monate später zum Chef der Kommunistischen Partei gewählt. Und fast alles, was er in den darauffolgenden Jahren getan hat und was keiner für möglich gehalten hatte, keiner. Ich habe damals wirklich vor allem parteiintern viele Leute interviewt, KP-Leute, kluge Leute. Es gab damals sowas wie parteiinternen Pluralismus. Ja? Es gab kritische Leute in der KP. Leute, die nicht, wie gesagt, nicht Demokratie, wir wollen Demokratie, aber Leute, die gesagt haben, zum Beispiel, Mensch, vielleicht bräuchten wir mehr Unabhängigkeit der Presse, mehr unabhängige Justiz, um all die Probleme in unserem Land, nämlich die Riesenkorruption und die riesige soziale Ungleichheit zum Beispiel zu bekämpfen. Ja? Und keiner von denen hätte gedacht, dass Xi Jinping den Weg einschlägt, den er tut, obwohl die Analyse von Xi Jinping genau die gleiche war. Das Land befand sich wirklich in so einem fin de siècle-Stimmung. Es war total krass. Alles fährt gegen, es ist nicht nachhaltig, was hier passiert. Die Probleme sind so riesig und es fährt gegen die Wand und die Partei hatte total ihre Orientierung verloren. Ja? Die Ideologie war weg. Kein Mensch hat mehr an Marx und Mao geglaubt, schon 30 Jahre lang nicht. Ja? Da saß dieser Haufen von Kleptokraten, verschiedene Familien, ja, die das Land regiert haben, die selber zunehmend Panik gekriegt haben, ja, was mit ihrer Partei passiert. Keine Disziplin mehr, keine Ideologie mehr, keine Orientierung mehr. So, dann kommt Xi Jinping und sagt kurz nach seinem Amtsantritt, geleakt später in einem geheimen Treffen von Parteiführern, verweist er auf das Beispiel der Sowjetunion und sagt, was da passiert ist,
der Zerfall der Partei, der Zerfall der Sowjetunion, das passiert uns nicht. Was den Russen gefehlt hat, war ein Mann. Ein richtiger Mann, der sich dem Ganzen entgegengestellt hat. Aber die Chinesen hatten ja Xi Jinping. So, und dann ist Xi Jinping drangegangen, das ganze Land zu verändern, auf radikale Art und Weise. Und einer der Ersten, der daran glauben musste, war Charles Xue. Internet, Social Media hat er sich als allererstes rausgesucht, weil er erkannt hat, ja, irgendwie, da wird die Unzufriedenheit geschürt, da droht die größte Gefahr. Wie hat er das gemacht? Also wie gesagt, wir hatten gerade die Frage, Mann, vielleicht geht es ja gar nicht, sowas zu kontrollieren. Ja? Jetzt kommt dieser Xi Jinping und also mich hat es echt umgehauen. Das hat 4 Wochen gedauert. 4 Wochen, dann war der ganze Spuk vorbei. Ja? Was davor 4 Jahre. Wie hat er das gemacht? Erstens, die Chinesen wachen eines Morgens auf, Fernsehen, Frühnachrichten an dem Tag August 2013, die 100 Big V, darunter Charles Xue, wurden in ein Hotel in Peking geladen und man hat ihnen den Kopf gewaschen. Ja? Es war kurz zuvor eine neue Cyber-Zensurbehörde gegründet worden und der Vorsitzende dieser Cyberbehörde hat denen gesagt, so nicht, ihr hört jetzt sofort auf, ja, jetzt übernimmt die Partei wieder die Kontrolle. Man kennt die Interne dieser Sitzung natürlich nicht, weil die alle zum Schweigen verpflichtet wurden, diese 100 Big V. Man hat es dann nur gemerkt, als dieses Wochenende vorbei war, die alle rauskamen aus ihrem Hotel. Da gab es einen berühmten Immobilienunternehmer, der Chef von der Soho Group, die in Peking ganz viele Bürotürme haben, auch ein Billionär, ein Multibillionär, aber auch einer von denen, die so liberal getwittert haben die ganze Zeit auf Weibo, der dann irgendwie, von dem kamen so ein paar kryptische Posts immer, wo er so schreibt, ich finde aber Meinungsfreiheit schon gut. Ja, solche Sachen, wo man sich dann den Rest denken konnte. So, das war Schritt 1. 2 Wochen nach dem Meeting, die Chinesen wachen auf, CCTV. Charles Xue, das war noch nicht diese Szene, das war noch 2 Wochen davor, vor dieser Szene. Du siehst, es ist Nacht in einem Villenviertel, in einem Vorort von Taipei, du siehst Blaulichter, Razzia, Polizeiautos, ja, 20 Polizisten, 30 Polizisten, die Türe auf, die Villa von Charles Xue. Ja, der berühmte Angel Investor, aber Klammer auf, in Wirklichkeit eigentlich Oberschurke. Charles Xue dabei erwischt, wie er mit einem Prostituiertenring wilde Orgien gefeiert hat. Er ist ein Zuhälter und ein Verbrecher. Und du siehst, wie Charles Xue rausgeführt wird und du siehst, wie mehrere halbnackte Mädels rausgeführt werden. Und dann, ja, 2 Minuten Razzia, schlimme Sitten in Vorstadtvilla und dann 10 Sekunden, Klammer auf. Und ein Influencer auf Weibo war er übrigens auch, Klammer zu. 2 Wochen später, dann hört man nichts von dem. Ja? Er hat keinen Anwalt gesehen, gar nicht. 2 Wochen später das war das erste Beispiel von etwas, was wir dann später Trial bei CCTV genannt haben. Das ist eigentlich die Rückkehr der Kulturrevolution. Ja? Charles Xue tritt auf, hat noch keinen Anwalt gesehen, aber ein CCTV-Team kommt in seine Zelle. Und dann 10-minütiges Tränen, er weint, er ist verzweifelt. Er sagt, Wahnsinn, was wir gemacht haben, wie wir unterwegs waren, wie unverantwortlich wir waren im Netz. Wir hätten das alles nicht tun dürfen. Wir haben die Gesellschaft aufgewiegelt. Danke, liebe Kommunistische Partei, danke, dass du mich wieder auf den rechten Weg geführt hast. Danke, dass du mir zeigst, meine Fehler, die Kulturrevolution, original, mit dem Unterschied nur, dass es ein paar 100 Millionen Leute live sind. In der Kulturrevolution sind diese Dinge, genau diese Dinge, immer an einer Straßenecke, an einem Platz vor 1.000, 10.000 Leuten passiert. Das ist nur das erste von mehreren. Und wieder eine Woche später, und das war dann der letzte Streich, Streich 3, kommt das oberste Gericht Chinas raus mit einem Edikt. In diesem Edikt, dieses Edikt hat Gesetzeskraft. In diesem Edikt steht drin, erstens, wer eine Nachricht postet auf einem Social-Media-Kanal, die Gerüchte enthält, wird ab sofort, wenn diese Nachricht mehr als 500 Mal geteilt oder 5000 Mal angeklickt wird, mit Gefängnis von bis zu 3 Jahren bestraft. 500 Mal geteilt, 5000 Mal angeklickt, wenn Sie 6 Millionen, 10 Millionen, 20 Millionen Follower haben, ja,
Von da ab, Totenstille, Weibo war tot. Ja? Also Weibo lebt natürlich heute noch, aber als Medium der politischen Debatte, Mao ist tot. Weibo ist heute einer der Orte, wo also Konsumorgien, Kommerz und aber auch Propaganda stattfinden. Oh mein, jetzt habe ich schon eine Stunde geredet, sorry. Ich lasse jetzt ganz viel aus, weil ich will Sie echt nicht zu lang, Sie wollen ja bestimmt auch noch zum Fußball. Das hier nur ganz kurz, dieses Foto, weil wir vorher über Freiheit und die Umkehrung der Begriffe, das ist ein Foto von mir jetzt mal zur Abwechslung. Wir haben auch im Hutung gewohnt, habe ich Ihnen ja erzählt, im wunderschönen Sihanouk, im wunderschönen Hofhaus dieses Wang Gongxins, dieses Künstlers, von dem ich am Anfang erzählt habe. Und das hier ist nur ein paar hundert Meter entfernt von unserem Haus auf der Wangfujing, die kennen Sie vielleicht, das ist die berühmteste Einkaufsstraße Pekings, also in der Nähe der verbotenen Stadt. Und das ist ein Plakat, das hing da ungelogen 4 Jahre, 3 Jahre, 4 Jahre. Das ist ein Propagandaplakat der Kommunistischen Partei Chinas. Was könnte denn auf so ein Propagandaplakat der Kommunistischen Partei Chinas für ein Slogan stehen? Die beiden roten Schriftzeichen. Ziyou. Freiheit. Und ein paar hundert Meter davon entfernt hing ein Plakat genauso groß. Minju. Demokratie. Und noch ein paar hundert Meter die Straße runter. Fazhi. Rechtsstaat. Ja, weil ich ja all die Jahre im Reich der Freiheit, der Demokratie und des Rechtsstaats gelebt habe. So, kommen wir zum Ende. Sie dürfen, wenn Sie wollen, aber nachher noch Fragen stellen und vielleicht, ich will Ihnen nur von einer Studie noch erzählen, die für mich fast, als ich dieses Buch geschrieben habe damals und über diesen, jetzt habe ich das Ganze ausgelassen, gell, was der Xi Jinping, doch, das muss ich noch ganz kurz erzählen. Deng Xiaoping, Reform und Öffnung. Ja, es gab immer mehr Nischen der Freiheit zumindest. Es war immer noch eine Diktatur, klar. Aber die Partei zog sich zurück und so. Jetzt kommt dieser Xi Jinping und geht mit dem Rasenmäher über alles, ja, über die Zivilgesellschaft. Sperrt die Blogger ein oder bringt sie zum Schweigen, ja, die Bürgerrechtsanwälte und so weiter und macht vieles von dem rückgängig, was Deng Xiaoping an Reformen eingeführt hat. Er bringt die Ein-Mann-Diktatur zurück. Deng Xiaoping hat extra als Reaktion auf die Tyrannei von Mao Zedong hat er gesagt, nie wieder Ein-Mann-Diktatur. Ja, Ein-Parteien-Diktatur schon, aber wir machen eine kollektive Führung. Die 7 Leute, manchmal 9 Leute im Politbüro, wir führen zusammen, ja, und ein paar Eminenzen im Hintergrund. Jetzt kommt dieser Xi Jinping und plötzlich haben wir wieder eine Ein-Mann-Diktatur. Wir haben wieder Personenkult, auch ein No-Go seit Deng Xiaoping, ja. Plötzlich dieser Xi Jinping, es gibt wieder Lieder, die auf ihn geschrieben werden, er wird wieder besungen, es gibt wieder Ölgemälde, die ihn unterm Regenbogen zeigen mit seiner Frau und so weiter. Die Ideologie kommt zurück und zwar nicht nur der Marxismus, habe ich erzählt, sondern plötzlich gibt es Xi Jinping-Gedanken. Also gab es bei Mao auch schon. Xi Jinping ist der Erste, der sein Denken wieder in die Verfassung schreiben lässt, zu Lebzeiten, wie Mao auch schon, und in die Parteiverfassung. Und was heißt es denn, wenn das Xi Jinping-Denken in der Parteiverfassung steht? Das heißt, wenn du Xi Jinping kritisierst, bist du automatisch ein Feind der Partei und ein Staatsfeind. Ja? Er bringt die Repression wieder zurück in diesen ersten 3 Jahren. Ich habe gerade vom Jahr 2016 erzählt, von 2013 bis 2016 habe ich habe immer wieder erlebt in meiner Laufbahn, auch das erste Mal, als ich in China war, dass Leute, die ich kannte oder Leute, die ich interviewt hatte, ins Lager gewandert sind oder ins Gefängnis. Aber in diesen 3 Jahren 6 Stück, 6 meiner guten Bekannten und Interviewpartner, und zwar wirklich 2 davon Freunde im Gefängnis. 6 in 3 Jahren, das waren alles Dinge, ja, die hatte ich davor so nicht erlebt. Die Repression ist zurück und so weiter. Und einerseits ist es einfach nur ein Zurückgehen in die 50er Jahre, ja? Die alten, also Repression, Zensur, Propaganda. Andererseits aber, und das ist das Interessante für uns heutzutage, erfindet der Xi Jinping diesen ganzen Staat neu, das ganze Regime neu, weil er die Diktatur digital neu erfindet, mit künstlicher Intelligenz, mit Big Data. Und weitere 2 Stunden Vortrag. Nur ganz kurz, dieses eine Zitat, weil ich so unglaublich fand. 2007, ja, also Big Data, künstliche Intelligenz, erstens auch wieder Wirtschaftswachstum natürlich. Man will mit den USA aufholen, damit man wirtschaftlich nicht abgehängt wird. Gleichzeitig aber Mittel der Kontrolle, ist ja ganz klar. Ja.
Und 2018 schreibt die Volkszeitung in einem Tweet irgendwie, wir sind heute schon in der Lage, mit unserem Skynet, mit unserem Himmelsnetz von Überwachungskameras, jeden einzelnen der 1,4 Milliarden Chinesen innerhalb von einer Sekunde zu identifizieren. Und jetzt ist es völlig wurscht, ob das stimmt oder nicht, weil ich dachte damals, ach Quatsch, das stimmt ja noch gar nicht. Ja? Die geben mir bloß an. Das ist völlig egal, weil was ist der entscheidende Punkt? Der entscheidende Punkt ist nicht, ob es stimmt, der entscheidende Punkt ist, ob Sie glauben, dass es stimmt. Ja? Weil dann hast du dieses unsichtbare Auge, das über dir schwebt und du weißt nicht, ob es gerade herguckt zu dir oder nicht. Es ist aber völlig egal, weil es könnte hergucken. Und dann hast du den Polizisten in einem Hirn. Und dann brauchst du den Polizisten an der Straßenecke nicht mehr. Predictive Policing mit diesen ganzen Sachen. Diese 1 Million Uiguren, die im Lager gelandet. 2017 sagt der Wissenschaftsminister einen Satz, den ich auch irre fand. Da sagt er, Mensch, künstliche Intelligenz ist so geil, weil künstliche Intelligenz hilft uns, dass wir heute schon sagen können, wer morgen ein Terrorist sein wird. Und den Satz fand ich ja damals schon irre, ja? Weil, Klammer auf, ja, ohne dass Sie wissen, dass Sie der Terrorist von morgen sind, Klammer zu. Aber die Partei weiß es schon, ja. Und dieser Satz war 2017 im Zeitpunkt seiner Aussprache schon irre. Er war aber noch viel irrer, 2 Jahre später, 2019, als wir plötzlich merkten, warum der Mann diesen Satz gesagt hat zu diesem Zeitpunkt. 2018, 2019 haben wir von der Existenz der Lager in Xinjiang erfahren. 1 Million Menschen in neu gebaute Lager, die man 2017 angefangen hat zu bauen. Und kein einziger dieser 1 Million Uiguren ist jemals vor einem Richter gestanden. Kein einziger dieser 1 Million Uiguren hat jemals einen Rechtsanwalt sehen dürfen. Oder es gab eine Anklage, gegen die ist nichts vorgelegen, außer ihre Einträge in einer Datenbank namens IJOP, Integrated Joint Operation Platform, die Big Data, künstliche Intelligenz Datenbank der Polizei in Xinjiang, wo du mit all deinen verschiedenen in deinem ganzen Leben aufgezeichneten oder in den letzten Jahren aufgezeichneten Vorlieben, Taten, was auch immer du gemacht hast. Und ob du, verlässt sein Haus nicht gern durch die Vordertüre, zum Beispiel. Ja? Solche Dinge. Und dann landest du im Gefängnis, weil der Algorithmus sagt, du bist ein potenzieller Terrorist. So, aber da will ich jetzt gar nicht weiterreden, sondern zurück zum Frosch und dann hören wir auch schon auf. Ja, ich weiß, also es ist immer so, das teilt so die Menge. Es gibt immer so eine Gruppe, die könnte stundenlang zuhören, dann gibt es die anderen, die so, ich muss aber. Deswegen will ich denen, die fliehen wollen, die Chance geben nachher und die anderen können gerne noch Fragen stellen. Dieses China, ja, von dem ich jetzt geschrieben habe, weil es, also einiges von dem, was ich jetzt gesagt habe, erinnert ja so ein bisschen an George Orwell, aber das Interessante an diesem Land ist ja, dass es nicht, und George Orwell war wahnsinnig hellsichtig, ja, was China auch angeht, was er beschreibt, wie dieses Land funktioniert. Aber Orwell hat ja 1984 der hat ja den Sozialismus zu Ende gedacht, diesen asketischen Kasernenhofstaat. Und China ist ja völlig anders. Ja, wie gesagt vorher, bunt, wild und auch das Internet total verrückt und wild und bunt. Und man merkt gar nicht, ja, wo da die Zensur ist und so. Und China ist viel mehr. Und das ist mir relativ früh, dachte ich, ja, es ist eigentlich eine total geniale Mischung zwischen George Orwell und Aldous Huxley. Brave New World, schöne neue Welt. Also ich hatte als Schüler noch das Vergnügen, beide Bücher im Englischunterricht lesen zu dürfen. Ich weiß nicht, wer von Ihnen sich noch erinnert. Also 1984 eben den Sozialismus als Dystopie zu Ende gedacht und Brave New World von Aldous Huxley. Den Kapitalismus zu Ende gedacht. Ja, Amerika zu Ende gedacht. Wie werden wir kontrolliert mit Vergnügen, Entertainment, ja, Ablenkung bis zum Exzess? Von Huxley gibt es diese wunderschönen Sätze, wo er sagt, irgendwie, ja, Leute zu Sklaven zu machen, ist gar nicht so schwer. Ja? Also wenn du mal so die Macht hast. Also die wahre Kunst besteht darin, diese Sklaven ihr Sklaventum erstens gar nicht spüren zu lassen und zweitens sogar lieben, dass die ihr Sklaventum lieben, weil sie glauben, sie seien in Wirklichkeit freie Menschen. Ja? Der Frosch im Internet, die schon 4-mal angekündigte Studie jetzt.
die ich wahnsinnig spannend. Wie funktioniert der Mensch? Ja, ich habe gesagt, Chinesen sind natürlich sehr, sehr oft wie wir, aber und haben die gleichen Reflexe. Aber sie leben natürlich in dieser Diktatur und sie sind dieser lebenslangen Gehirnwäsche auch ausgesetzt. Und was macht das mit Leuten? Das ist eine Studie, die gemacht wurde, damals, als es noch ging, von einem Professor der Peking-Universität zusammen mit einem Kollegen der Stanford-Universität. Und die haben 1800 Studenten. In der Studie wird nicht gesagt, wo die von welcher Uni, aber ich nehme an, nachdem der Prof von der Beidar, von der Peking-Universität, waren die Studenten auch von da. Die waren die Versuchskaninchen sozusagen in dieser Studie. So, Peking-Universität, berühmteste Universität des Landes. Ja? Da, wo die hellsten, die neugierigsten, die Elite von morgen, ja, die neugierigsten Köpfe, jungen Köpfe eigentlich hingehen aus dem ganzen Land. Übrigens auch die Uni, von der alle Demokratiebewegungen der letzten 120 Jahre in Peking ausgegangen sind, inklusive Tiananmen 1989. Also 1800 junge Menschen von der Peking-Uni, von denen 80% davor noch nie den Versuch unternommen hatten, über die Great Firewall, über diese Zensurschranke hinauszugehen, die chinesische Staatssicherheit und Behörden einrichten in China. Ja? Das chinesische Internet ist eigentlich kein Internet mehr, sondern ein Intranet. Praktisch völlig abgekapselt vom Rest der Welt. Und wenn du raus willst, brauchst du ein VPN. Also die meisten von Ihnen wissen wahrscheinlich, was ein VPN ist, weil sie es mittlerweile für Fußballspiele benutzen. Servus TV, habe ich schon gemerkt, überträgt Spiele, die man im deutschen Free TV nicht kriegt. Dafür braucht man aber ein VPN. Und mit so einem VPN können Sie auch über die chinesische Zensur rausspringen. Aber 80% der Studenten hatten das tatsächlich noch nie gemacht. Jetzt das müssen Sie für Ihren Hinterkopf wissen, VPNs waren zu dem Zeitpunkt nicht wirklich verboten. Das war so eine Grauzone. Und gerade an Unis waren sie eigentlich toleriert und erlaubt, weil wie willst du denn wissenschaftlich anspruchsvolle Forschung machen, wenn du keinen Zugang hast, ja, zu den fortschrittlichsten Forschungsinstituten und Ergebnissen im Rest der Welt. Also VPN war jetzt nichts Superböses. Aber das mag ein Grund gewesen sein, dass sie kosten Geld. Ja, die haben auch damals schon viel Geld gekostet. Also wenn sie funktionieren sollten. Es gab auch billige, die waren Schrott. Also du zahlst so 120 Dollar, hast du damals schon im Jahr bezahlt für ein anständiges VPN, das dich aus China rausbringt. Jetzt haben die beiden Professoren gesagt, Leute, wir zahlen euch ein VPN und ihr macht damit, was ihr wollt. Ihr könnt raus, ihr könnt euch die ganze Welt anschauen. Ja? Wir übernehmen das. Sie haben insgesamt über einen Zeitraum, ich glaube von am Anfang 3 Monaten, 6-mal diese Aufforderungs-E-Mail wiederholt. Immer wieder die E-Mail, ja Mensch, wir sehen, so viele haben es noch gar nicht, nochmal hier, wir zahlen das, mach doch mal und so, ja. Nach dem 6. Mal haben sich insgesamt 53% der Studenten angemeldet und sind raus, haben es benutzt. So, das war der erste Schritt. Immerhin, kannst du sagen, die Hälfte. Jetzt war das eigentliche Ziel dieser Professoren aber zu sehen, was gucken die sich denn an da draußen, wenn sie draußen sind. Wie viele von der Hälfte, also 900 waren es dann sozusagen, die es nach außen geschafft haben, wie viele von denen gehen denn auf Webseiten, wo du auch Infos kriegst, ja? Also nicht nur japanisches Softporno und koreanische Boybands, die auch in China schon 10 Jahre vor bei uns hier populär waren. Was schätzen Sie? Wie viele? Wie viele von diesen 900, also die schon 50% nur waren, haben es jemals auf andere Informationsquellen? Und das ist kein Sprachproblem. Ja? Die Financial Times, die New York Times gab es damals schon komplett auf Chinesisch zu lesen. Es gab Hongkong mit hunderten chinesischsprachiger Websites. Es gab die taiwanischen Websites. Es gab die Webseiten von Überseechinesen. Also Dutzende von Tausenden Webseiten in chinesischer Sprache, wo man sich unzensiert über Politik zum Beispiel hätte oder über Wirtschaft auch hätte informieren können. So, wie viel haben das gemacht von den 900? 20 Leute oder 20%? Tatsächlich ist 20 Leute näher an der Wahrheit, 5%. 2017. Die Studie ist 2018 veröffentlicht geworden. Die können Sie googeln, die können Sie kostenlos runterladen.
Und das fand ich schon irre, ja. Und dann können Sie natürlich fragen, ja Mensch, war das aber vielleicht, weil die Angst hatten, ja? Weil sie sich nicht getraut haben? Und um das sozusagen nochmal abzuchecken, haben die Forscher noch einen weiteren Schritt gemacht und haben einen Quiz gemacht. Haben gesagt, Leute, okay, jetzt sehen wir, ein paar von euch sind jetzt im Ausland. Wir haben ja ein iPad zu verlosen. Oder Geld, ja, 500 Yuan, 1000 Yuan. Für jeden, der bei diesem Quiz mitmacht und der die Fragen richtig beantwortet. Und das waren alles politische Fragen, wirtschaftliche Fragen, die du nur auf Webseiten wie South China Morning Post, ja, New York Times und so, also da musstest du auf diese Info-Webseiten gehen. Und plötzlich haben sie gemerkt, mit diesem Incentive, ja, also wenn du jetzt Angst gehabt hättest, dass der Polizist vor deine Tür kommt, hätte ich das iPad wahrscheinlich auch nicht überzeugt. Hat sich die Zahl derer, die tatsächlich auf diese Webseiten gegangen sind, innerhalb kürzester Zeit verzehnfacht. Und das Interessante, die haben das dann weiterverfolgt und die sind dabei geblieben. Und die sind dann plötzlich auch auf andere Websites, sind dann auch auf die chinesische Wikipedia, die es auch nur im Ausland gibt. Ja? Es gibt eine Wikipedia-Kopie in China, da ist zum Beispiel, wenn man es gibt ja bei der Wikipedia, kann man sich auch Jahreschroniken anschauen. Wenn du, das ist die Baidu-Enzyklopädie in China selber, wenn du auf die gehst und dir Jahreschroniken anschauen willst, 1988 kannst du sehen, 1990 kannst du sehen, 1989 gibt es gar nicht. Das ganze Jahr gibt es nicht. Ja? Ja, das ist doch irre. Schlussfolgerung dieser Forscher, es ist nicht so, ja, dass man die nur mit Gewalt abhält von diesen, sondern da war überhaupt kein Interesse da. Da war das Gefühl, ich habe eh schon alles, was ich brauche. Ich brauche doch dieses Zeug gar nicht von außen. Ja? Und das ist, also ich fand das wirklich total irre. Also die Forscher selber haben gesagt, wortwörtlich, es sei wohl ihre, Zitat, fehlende Wertschätzung unzensierter Informationen. Die Menschen haben nicht das Gefühl, es fehle ihnen etwas. So, und jetzt komme ich zum Frosch und mit dem Frosch zum Schluss. Es gibt nämlich, ich habe am Anfang gesagt, der Frosch steht für den Prinz, der sich in was verwandelt. Es gibt aber eine wunderschöne chinesische Fabel von dem Frosch, der in seinem Brunnen hockt. Der hockt am Grunde seines Brunnens und fühlt sich, ja, pudelwohl, hätte ich beinahe gesagt, das ist natürlich ein super doofes Bild, froschwohl, und fühlt sich froschwohl und denkt, der Brunnen ist seine Welt. Und was er da sieht, dieses kleine kreisrunde Ausschnitt, das ist das Himmelszelt. Ja? Und eines Tages plötzlich kommt da so ein kleiner Kopf über den Rand und ruft runter, hallo. Und der Frosch so, hallo, was ist denn los? Schildkröte. Die Schildkröte ist heranspaziert, kommt vom Meer gerade, kommt vom Meeresstrand und fragt ihn, was er da unten macht in seinem dunklen Loch. Und mei, der soll sich doch mal das Meer anschauen. Wahnsinn, ja, und die Weiten und das Wasser und die Sonne und das Salz. Und der Frosch nur so, ja, so ein Quatsch, ja, guck mal, ich kann mich hier im Schlamm suhlen, ich kann ja, an die eine Wand springen, an die andere Wand und habe ich nicht alles Glück dieser Erde? Ja? Was habe ich denn verloren in diesem komischen Meer da, von dem die Schildkröte erzählt, ja? Perfekt, also das ist schon fast perfekte Gedankenkontrolle, ja? Aber ganz perfekt ist die Gedankenkontrolle dann, und den Zustand haben wir heute erreicht, wenn der Frosch auch dann noch, wenn er in der Welt umherspaziert, seinen Brunnen mit sich herumträgt. In gewisser Weise tun wir das alle mittlerweile mit unseren Dingen. Aber tatsächlich die Leute, die aus China kommen, noch viel mehr, weil die Studenten, Lehrer, Businessleute auch mit WeChat und mit den Apps, die sie mitbringen, eigentlich, auch wenn sie im Ausland sind, ihre ganze Zeit nicht mehr ohne chinesische Propaganda und all diese Sachen verbringen. Und das ist einerseits ziemlich scary, ja, und auf der anderen Seite bin ich doch immer wieder positiv überrascht, wie viele junge Leute dann doch hier, die man trifft, irgendwie, die zu kritischem Denken sind, die nicht unbedingt uns toll finden nur oder den Westen toll finden, aber die trotzdem zu kritischem Denken kommen. Und es gibt, also ich muss ein bisschen die Kurve kriegen, weil ich immer irgendwie sehr oft bei meinen Vorträgen am Ende die Leute habe, die total deprimiert in sich zusammensinken und so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, was das für uns bedeutet. Also was wir da in China sehen, ist eine Dystopie, die die Welt so wirklich noch nicht gesehen hat in real time. Und trotzdem ist die Hoffnung groß, weil ich habe die Hälfte meines Lebens mit China verbracht. Ich habe da studiert, ich habe mein Berufsleben da verbracht. Ich verbringe immer noch viel Zeit im chinesischen Internet und so. Dieses Narrativ, dass China jetzt so groß und allmächtig und uns alle überrollt und so, ist Unsinn. Ja? Wir haben immer noch das bessere System, wir haben die besseren Karten. Wir dürfen sie uns nur nicht aus der Hand nehmen lassen. Und wir sollten wünschen unseren chinesischen Freunden und Bekannten, das ist das, was mich am meisten deprimiert. Ja, also ich muss nicht mehr zurück nach China und so, aber ich habe da noch Freunde und so und die sind selber alle total deprimiert. Und ich wünsche ihnen nur, dass zumindest vielleicht diese Regierung Xi Jinpings bald vorbeigeht und sie wieder ein kleines Stückchen von dem Himmel mehr sehen können. Danke. Und schämen Sie sich nicht aufzustehen und wegzugehen, habe ich wirklich überhaupt nichts dagegen, aber ich stehe bereit noch für die Leute, die Fragen haben, Fragen zu beantworten. Wir haben ja auch auf dem Mittwoch sein Bad reinstellen. Das wäre ein relativ hertig oder der sind gut gehen komm halt über einmal. Ja, ich muss halt tun, doch in Laden please. In the Sinn und den ab. Persönliche Frage. Wie sieht es eigentlich mit, weil Sie waren ja ein sehr kritischer Betrachter, haben es auch noch ausgebracht, normalerweise nur ein Niveau gestellt. Ja, haben alle die Frage gehört, weil, also wie ich behandelt wurde oder vielleicht auch generell wie Journalisten behandelt werden, wenn man kritisch ist und so. Also ganz ehrlich, bis vor ein paar Jahren hätte ich gesagt, es gibt keinen besseren Ort für Journalisten als China, weil es so unglaublich, und zwar auch mit der Herrschaft der Kommunistischen Partei und mit der Verfolgung durch die Stasi und so, die natürlich ständig da ist, und mit der totalen Überwachung 24/7, weil die Geschichten so irre sind und weil die Leute, die man trifft, auf der Straße und im Bauerndorf und wo, wie gesagt, mit die offensten und herzlichsten, also es ist 100-mal einfacher, einen Chinesen, einen völlig unbekannten Chinesen zu interviewen, als einen Münchner. Also wirklich, China ist, wenn Sie da waren, wissen Sie das, Sie stellen sich einfach nur an eine Straßenecke, Sie sitzen im Zug und dann kommen die Leute zu Ihnen und erzählen Ihnen alles, aber wirklich alles, ja, von Ihrem Großvater und ja. Also einerseits super toll. Andererseits natürlich die Überwachung gab es immer, gerade für uns, weil Journalisten sind automatisch Spione, potenzielle Spione. Das heißt, wir wurden immer überwacht. Das war schon vor künstlicher Intelligenz und diesen Ultra-High-Tech-Informations-Kommunikationstechnologien. Also so, ja, dass man merkte, es gibt ja diese super simplen Tricks. Also man legt eine Streichholzschachtel hinter die Tür und guckt, ob sie verschoben ist, wenn man zurückkommt. Aber in meiner ersten Zeit, als ich da gewohnt habe, in einem Komplex namens Stia am Gummi, da ging das so weit, dass der Typ, also es war der Stasi-Mann bei uns im Blog, das ahnte man schon. Und einmal, als ich nach Hause kam, irgendwie stand der auf meinem Wohnzimmertisch und hat am Rauchmelder rumgeschaut. Also wirklich irre. Also die Überwachung war immer da, das ist klar. Damit muss man einfach leben, das ist das eine. Das zweite ist, die Beobachtung durch die Staatssicherheit ist ständig da, aber man muss im Hinterkopf haben, wir sind Ausländer, wir sind Deutsche, wir haben einen deutschen Pass. Ja? Wir hatten eigentlich all die Jahre nicht wirklich etwas zu befürchten, weil China immer eine brutale Diktatur seinen eigenen Untertanen gegenüber war, aber nicht wirklich Ausländern gegenüber. Das ist ein großer Unterschied zum Beispiel zu Diktaturen in Südamerika, ja? Wo ja auch Ausländer attackiert, angegriffen und aus dem Hubschrauber geschmissen wurden von der Militärdiktatur in Chile und in Argentinien zum Beispiel, auch Journalisten.
solche Dinge sind in China nie passiert. Also in dem Sinne fühlte man sich als Ausländer in China immer total sicher. Weil das Schlimmste, was uns passieren konnte, wirklich, war, also okay, man ist öfter mal so festgesetzt worden in der Provinz und dann hat einen die Polizei festgenommen und man musste ins Hotelzimmer und Verhör und bla bla bla, was machen Sie und wie kommen Sie dazu? Und dann muss man eine Selbstkritik unterschreiben und ich böser, ich schlimmer und dann wurde man wieder ins Flugzeug gesetzt, zurück nach Peking. Das hatte in Peking selber meistens kaum Konsequenzen, weil diesen Lokalpolizisten ging es vor allem darum, dass man diese Skandale, wegen derer man wahrscheinlich in ihre Provinz gekommen war, weil zum Beispiel in der Vorwoche 3000 Kohlearbeiter in ihrer Mine verschüttet worden waren oder so, dass man da nicht darüber berichtet, dass Peking nicht aufmerksam wird als sie. Das war so eine Stufe der Eskalation und das zweite dann in Peking selber, das Außenministerium, das war die Danwei, die Einheit, die für uns zuständig ist, die uns dann immer wieder wenn man eben unliebige Artikel geschrieben hat, zu Kritiksitzungen eingeladen hat. Und die schlimmste, und dann wurde man teils bedroht, aber also Drohung in Anführungszeichen, war die schlimmste Drohung, die ich viele Jahre gekriegt habe, war einfach nur, ihr Visum wird nicht erneuert. Und hey, ja, also das ist für viele sogar ein Win-Win. Ja? Viele haben sogar, würde ich fast wagen zu behaupten, darauf hingearbeitet, weil dann wirst du rausgeschmissen aus China und kannst dich noch feiern lassen als großer Held der Pressefreiheit. Ich habe am Anfang gesagt, bis vor ein paar Jahren hätte ich das gesagt. Und warum? Die Situation hat sich leider in den letzten Jahren nochmal verschärft. Und meine Kollegen, die im Moment da sind, die geblieben sind, meine Nachfolgerin, ganz ehrlich, die hat es schon viel, viel strenger und schlimmer als ich. Ja, wirklich. Also das ist eine Mischung aus Bewunderung und Mitleid, was ich habe mittlerweile, weil die Recherchebedingungen so viel schwieriger geworden sind. So, das ist das eine. Das zweite ist, ich habe Ihnen erzählt, wir Ausländer sind nicht in Gefahr, aber unsere chinesischen Interviewpartner, das war das Schlimmste, ja. Um die mussten wir immer Angst haben und Sorge haben und oft, bevor wir von wegen digitale Überwachung, WeChat habe ich erzählt, diese App, in der die Chinesen mittlerweile leben, ja. WeChat war mal eine Messaging-App, eine WhatsApp-Kopie und mittlerweile das ganze Leben, ja. Taxi bestellen, Essen bestellen, Geld verschicken an Freunde, irgendwie Scheidungsunterlagen einreichen. Dann kannst du alles über WeChat machen. Irre, dein ganzes Leben, du musst nicht mehr raus. Super praktisch, haben meine chinesischen Freunde immer gesagt. Mensch, sowas habt ihr gar nicht, ganz stolz. Ja, super praktisch, auch für die Staatssicherheit. Ja. Ich habe es mehr als einmal erlebt, dass Interviewpartner von mir direkt, nachdem wir uns über WeChat verabredet hatten, von der Staatssicherheit kontaktiert wurden und ihnen gesagt wurde, du triffst den nicht. Und das ist noch das Kleinste, also so für mich das Besorgniserregendste, was ich da erlebt habe, war so ein Jahr, bevor ich raus bin oder 2 Jahre, bevor ich raus bin, habe ich habe eine Reise nach Tibet gemacht und das war eine Einladungsreise, eine Propagandareise, da wurden 3 deutsche Journalisten eingeladen und es war klar, es war klar, das würde so werden wie Nordkorea, ja, also wenn du von der chinesischen Regierung durch Tibet geschleust wirst, glückliche singende Tibeter und dann habe ich die Tsering Wöser, das ist eine bekannte tibetische Poetin, eine super Frau, die auch eine bekannte Bloggerin war zu dem Zeitpunkt, als sie noch bloggen durfte. Eine wirklich sehr kluge, auch kritische Intellektuelle. Und dann habe ich die kontaktiert und gesagt, hey, können wir uns nicht treffen vorher, kannst du mir ein bisschen erzählen, weil die ein halbes Jahr immer in Lhasa gelebt hat und ein halbes Jahr in Peking. Und dann hat sie zugesagt zu meiner Freundin und dann war ich schon super nervös, weil total oft, wenn du sowas ausgemacht hast, ja, dann hat man sich verabredet in einer Woche und in 80% der Fälle klappt es natürlich nicht am Ende. Und ich habe gewartet und die Tage vergingen und am Ende war der Tag da und ich habe sie nochmal, hey, klappt es? Ja, es klappt, Wahnsinn, unglaublich. Ich bin da hingefahren, Shoppingcenter bei Xidan, bei einem Ort im Westen Pekings. Wir haben uns im Café in diesem Shoppingcenter unterhalten. Ich habe geguckt, sind die Stasi-Leute irgendwie, das sieht man, wo die das sind, weil die wollen sich nicht verstecken. Ja? Denen geht es nicht darum, dir zuzuhören. Das machen sie über ihre elektronischen Mittel. Denen geht es darum, dich einzuschüchtern. Die sitzen mit Absicht zu dritt, zu viert so am Nebentisch und glotzen dich an. Und da war niemand. Ja? Und wir haben uns 1,5 Stunden unterhalten. Es war schönes Wetter draußen. Und dann habe ich gesagt, hey, sollen wir nicht rausgehen? Es ist auch viel zu laut hier, lass uns doch auf die Terrasse gehen. Dann aufgestanden, Café, und dann habe ich so geguckt, unauffällig, weil wenn du dann rauchst, normalerweise müssten die ja mitgehen, wenn da einer ist. Niemand, keiner. Und ich dachte, ja, Wahnsinn, jetzt sitze ich 3 Stunden hier, ja, mit einer der meist überwachten, also wir als Journalisten natürlich auch viel überwacht, aber die mit Sicherheit noch mehr,
Und dann sitze ich draußen, wir reden zu Ende, ich bin fertig, wir verabschieden uns, es ist 5 Uhr abends irgendwie und sie sagt, okay, ich gehe jetzt noch zu einer Freundin mit meinem Mann zusammen. Ihr Mann ist ein berühmter Romanautor, Wang Lixiu. Und ich und meine Assistenten mussten zum Flughafen, weil wir in eine andere Provinz fliegen mussten, gleich 2 Stunden später irgendwie haben uns gehetzt. Ich habe gar nicht mehr ins Netz geguckt und erst am nächsten Morgen die Meldungen gesehen, die dann auf Twitter über so Bürgerrechtsorganisationen rausgegangen sind. Zering-Wöser wurde gestern um 17 Uhr direkt vor dem Einkaufszentrum so und so von Angehörigen der Staatssicherheit, die in 3 schwarzen Limousinen herangebraust sind, mit ihrem Mann zusammen. Irgendwie 8 Leute haben sich auf sie gestürzt, haben sie ins Auto geschubst und sind mit ihr weggefahren. Ja. Direkt nach unserem Interview. 2 Minuten danach. Und ich habe es nicht mitgekriegt. Ja. Und das ist schon was, wo man dann denkt. Und das ist dann einigermaßen glimpflich ausgegangen. Die haben die nicht in so ein schwarzes Gefängnis gebracht, sondern zurück nach Hause. Und sie war dann 2 Monate, glaube ich, in Hausarrest. Also vor der Türe 2 Staatssicherheitsbeamten. Sie durfte das Haus nicht verlassen. Und also glimpflich in Anführungszeichen, aber ja. Also wir eigentlich immer relativ sicher, mit Einschränkungen eben das allerletzte Mal, als ich beim Außenministerium war und wieder für eine Kritiksitzung, bevor ich dann weg bin. Es war ein Artikel über Xinjiang, über die Uiguren. Kam dann wieder eine Drohung und diesmal eine Drohung, die ich in all den 20 Jahren davor noch nie gehört hatte in dieser Form, wo dieser Typ dann sagte, dieser Diplomat, der Amte des Außenministeriums, Herr Strittmatter, also Sie haben jetzt eine rote Linie überschritten, ja. Selbst wenn wir das tolerieren würden, unser Volk würde das nicht tolerieren. Und unser Volk, Herr Strittmatter, unser Volk, das kann ganz schön, ich würde nicht sagen, hat er dann gesagt, und hat es dann doch gesagt, gewalttätig werden. Ja, der hat extra Englisch gesprochen. Our people can be, I wouldn't say violent. Und ich habe halt nicht, wir haben halt in diesem Hutung gewohnt, ja, also mitten unter Chinesen, nicht in so abgeschirmt. Da dachte ich mir schon so, krass, ja. Das ist was ich, also China ist auch nicht einzigartig in dem, ich kannte sowas aus der Türkei, ja, wo ich 8 Jahre, also da war, mein Vorgänger in der Türkei war auf der Hürriyet, auf der Titelseite der Hürriyet mit Adresse und Foto, das deutsche Journalistenschwein und hier wohnt er und so, ja. Aber aus China hatte ich das noch nicht erlebt. Und in den Jahren danach, wie gesagt, viel, viel schwieriger geworden für meine Kollegen, die zum Teil und gerade Fernsehkollegen gewalttätig angegriffen, verprügelt, zum Teil verletzt. Das ist ein zunehmend anderes China. Es gab nur eine Frage, Herr Brandt. Vielen Dank. Ich habe 2 Fragen, und zwar die eine schließt an das Erlebte an. Wissen Sie, wie es den Studienleitern von der zitierten Studie dazwischen geht und den 25 Studenten und ob die noch irgendwelche Handlungsspielräume hatten danach? Das schließt ja an das an. Und die andere Frage wäre, wie lange schätzen Sie, dass die chinesische KI braucht, um mich hier in Deutschland zu identifizieren? Das kommt darauf an, wie viel chinesische Elektroautos gekauft werden. Ganz im Ernst. Ja, also wir reden hier über wirtschaftliche, aber Sie wissen, das sind fahrende Computer. Jedes dieser Autos kommt mit 2 Dutzend Kameras, die ganze Zeit filmen. Mit einer direkten Standleitung nach Peking. Also das ist die Antwort auf das eine. Vielleicht noch ein zweiter Teil auf die Antwort auf das eine. Wie gesagt, wir wurden immer überwacht. Ich bin raus aus China Ende 2018. 2019 waren wir dann in Dänemark. Da durfte ich 4 Jahre aus Skandinavien berichten. Ich hatte meine Geräte, das ist übrigens mein Tipp, wenn Sie wieder nach China reisen. Also ja, als Tourist, ja, also kommt drauf an, was Sie mit China zu tun haben. Als Geschäftsmann auf jeden Fall und auch als Universitätsdozent. Lassen Sie Ihre Geräte zu Hause. Sie nehmen nicht Ihren Laptop mit und Sie nehmen nicht Ihr Handy mit, auf keinen Fall. Außer Sie wollen, ja, dass Sie dann dort plötzlich, dass Ihnen alles abgesaugt wird und die Stasi da drauf ist. Das ist das eine. Das zweite ist, ich habe meine Geräte, ich habe mein Handy weggeworfen. Ich habe nie wieder WeChat installiert, weil WeChat auch natürlich eine Spy-App ist, gleichzeitig. Ja.
Was bedeutet, dass ich den Kontakt zur Hälfte meiner chinesischen Freunde verloren habe. Ich habe meinen Laptop ehrlich gesagt nicht weggenommen und dachte, okay, ich mache es einfach, ich formatiere es neu, das habe ich dann gemacht. Weiß nicht, wie sehr das funktioniert hat, vielleicht eben nicht sehr, weil wenige Monate später, also wir sind in Kopenhagen, meine Frau und ich, sie ist Zeugin, wir haben beide ein neues Handy, neue SIM-Karten, dänische Nummer, dänische SIM-Karte, neues iPhone und es dauert 3 Monate oder so, dann kriegen wir plötzlich beide Robocalls auf Chinesisch, in chinesischer Sprache, die sagen, es liegt für Sie bei der Botschaft der Volksrepublik China eine wichtige Nachricht vor. Wenn Sie diese Nachricht hören wollen, dann drücken Sie jetzt die 9. Ja? Und da dachte ich mir schon, ja krass. Also ich habe die 9 nie gedrückt, also ich glaube nicht, wenn du da auf den Ziffern, ich glaube nicht, dass das technisch irgendwas macht, das glaube ich nicht. Aber wenn ich es gedrückt hätte, hätten die gewusst, dass sie den richtigen haben, oder? Weil ich die chinesische Botschaft verstanden habe. Ja? Das hätte ja sonst niemand verstanden und gewusst, dass es die Zahl 9 ist. Also es ist nur so ein Zeichen, we're watching you. Ja? Und auch da muss ich wieder sagen, geht es nicht uns Journalisten und Ex-China-Bewohnern am schlimmsten, sondern die tragischste Entwicklung in diesem Zusammenhang ist in den chinesischen Gemeinden in Deutschland. Damit meine ich vor allem Studentengemeinden und Professorengemeinden, weil jetzt plötzlich wieder Dinge passieren, die 30, 40 Jahre lang nicht passiert waren, weil die plötzlich wieder organisiert werden von der Botschaft, weil die wieder mit Denunzianten, also das Denunziantentum ist zurück. In ganz China, in jedem Klassenzimmer sitzen jetzt wieder Studenteninformanten, ja, Studentenoffiziere nennen die sich, die berichten an die lokale Parteizelle, was der neben ihnen sagt. Alles Dinge, die es 30, 40 Jahre lang nicht gab. Ja, plötzlich ist es alles zurück. Und auch mitten unter uns in Deutschland. Ich habe vor ein paar Monaten eine Geschichte darüber gemacht, über die Einschüchterung und Bedrohung von Chinesen, die bei uns leben. Deswegen ist die Frage eine gute, ja, weil auch die tatsächlich ein Ausmaß erreicht hat, wie es das früher nicht gab. Und die erste Frage, das weiß ich leider nicht, wie es denen geht. Ich glaube aber nicht, dass da was passiert ist, ganz ehrlich. Es ist auch übrigens viele dieser Leute, also es gab viele kritische Geister, tolle Leute, mit denen die sich auch kritisch zu Wort gemeldet haben, unter anderem im chinesischen Internet, bis Xi Jinping da. Die sitzen nicht alle im Gefängnis, ja, natürlich nicht. Also da ist das Prinzip, chinesisches Sprichwort, Sha Ji Xia Hou. Also wir killen das Huhn, wir töten das Huhn, um die Affen zu erschrecken. Ja? Also du machst so einen Schauprozess. Ja, ein Huhn schlachtest du und zeigst den ganzen Affen und dann sind die von selber still. Und genau das ist passiert. Und das ist aber auch die große Tragödie, wenn wir gerade zum Beispiel über Universitäten reden, über Universitätsaustausch und so weiter. Ich habe von so vielen deutschen Freunden gehört, die natürlich Kontakt immer hatten. Da ist Stille eingekehrt bei ganz vielen. Es gibt Ausnahmen, es gibt die Felder, wo die Chinesen unser Know-how immer noch wollen und immer noch brauchen. Da wird der Kontakt gefördert, aber in einem großen Teil ist wirklich, die Leute sind abgetaucht und haben sich weggeduckt. Aber sitzen nicht alle im Gefängnis, das ist die gute Nachricht. Meine Frage wäre, wir haben das, also ich komme ursprünglich aus Ungarn und wir kennen die Situation im Osten, war Georgien draußen, wir waren eingesperrt. Die Chinesen dürfen reisen. In Budapest wurde jetzt eine chinesische Universität gegründet. Was ist diese Regierung so sicher, dass hier überhaupt kein fremder Geist hier irgendwo entsteht? Ja, das habe ich ein bisschen. Budapest, das sind voll die Jahre gewesen. Ja, die sind ja überall. Die sind ja. Also die von den kommunistischen Staaten konnten das Land nicht verlassen. Genau, das ist der große Unterschied für China. Natürlich haben die das in den letzten 30, 40 Jahren gepusht, um Know-how zu kriegen, um ihre Wirtschaft. Und viele sind aus materiellen Gründen in den USA geblieben oder in Deutschland, weil sie da einfach ein besseres Leben hatten. Dieser Trend hat sich längst umgekehrt. Also ich würde sagen, seit 10, 15 Jahren kommen viel mehr zurück, als irgendwie im Ausland bleiben. Und was Sie ansprechen, ja, warum die gehen ins Ausland und ist diese Regierung sich so sicher, dass die nicht alle abhauen, dass die nicht alle hier Anti-Regierungsarbeit machen. Das ist ein bisschen das, was ich versucht habe mit diesem Frosch im Brunnen. Viele von denen tragen ihren Brunnen
um die ganze Welt. Und woran liegt es? Das liegt daran, dass, also ich habe von der Repression erzählt und ich habe von der Überwachung erzählt. Das ist nur ein kleiner Teil, das ist nur ein Puzzleteil in diesem ganzen Netzwerk von verschiedenen Faktoren, wo das eingebettet ist, wie man die Leute kontrolliert. Das eine ist die lebenslange Gehirnwäsche, Propaganda, die beginnt im Kindergarten und die unter Xi Jinping noch viel stärker wurde. Das zweite ist Nationalismus. Ja, der unter Xi Jinping so stark wurde, dass das Wort Nationalismus fast gar nicht mehr reicht. Das ist militaristischer Großmachtschauvinismus in Teilen. Heutzutage giftigst bis zu aller Arten. Aber es funktioniert und es funktioniert brillant. Ja? Das funktioniert ja überall. Das ist ja das Billige, das kennen wir ja von allen Diktaturen und Autokratien überall auf der Welt. Das ist das billigste Mittel. Das funktioniert auch bei Putin, obwohl der gar nicht so liefert, materiell liefert wie die kommunistische Partei. Ja? Und das funktioniert auch in China. Dieser chinesische Traum, das ist sein Slogan, Xi Jinpings Slogan, Zhongguomeng, den Xi Jinping seinen Leuten verspricht. Das ist der Traum der Wiederherstellung der alten chinesischen Größe. Unterm Strich, wir zeigen es den Amerikanern. Wir kommen zurück auf den angestammten Platz. Waren nicht wir immer die größte, mächtigste, charismatischste Nation auf diesem Planeten? Wir waren es für 1000 Jahre, 1500 Jahre. Das ist eigentlich nur eine kleine Abweichung der Geschichte, was wir in den letzten 150 Jahren erlebt haben. Wir werden es wieder. Und es kommt an. Das kommt an bei den Leuten. Es kommt auch an bei jungen Leuten, gerade bei jungen Leuten. Die jungen Leute waren lange Zeit die anfälligsten für diese Propaganda, weil die ganzen Verbrechen der kommunistischen Partei in den letzten Jahren, wie Tiananmen 1989 oder aber Kulturrevolution. Meine Freunde waren Kinder in der Kulturrevolution. Die haben das alle nicht mitgekriegt. Ja? Und ist alles tabu, darüber wird nicht geredet und so. Das heißt, die Jungen ganz anfällig dafür. Und dann eben dieser Punkt noch dazu, also zu diesem Faktor Nationalismus, die beiden größten Säulen, Gehalt, Wirtschaftswachstum. Ja? Die Partei liefert. Ja? Die urbane Mittelschicht hatte die letzten 10, 20, 30, 40 Jahre Grund der Partei dankbar zu sein, weil sie materiellen Wohlstand. Und der entscheidende Punkt, nur als Ausblick für die Zukunft, also das ist die heikle Säule der Parteiherrschaft. Die Parteiherrschaft wird dann bröckeln, wenn es bei der Wirtschaft nicht mehr läuft. Ich habe noch eine Frage. Vorher von der Bloggerin erzählt, die dann kurz nach den Gesprächen eingesperrt worden ist oder halt deswegen weggesperrt worden ist. Haben Sie den Artikel da veröffentlicht? Oder wie geht man mit so einer Situation dann um? Was zählt dann mehr? Sie hat tatsächlich, was sie der seriöser nicht genommen hat, also sie konnte nicht mehr posten, gar nicht. Aber sie hatte Zugang zu ihrem Gmail-Account. Übrigens Gmail, also für uns natürlich auch Google, die Datenkrake und so. Aber für uns China-Korrespondenten war Google ein Lifesaver. Weil das ist ein ganz anderer Komplex, ja, die Kooperation der Silicon Valley-Konzerne mit dem chinesischen Regime, um Profite zu machen. Alle haben sie Geschäfte gemacht mit China. Google nicht. Google war der einzige Konzern, der nicht mitgemacht ist, der nicht nach China reingegangen ist. Und deswegen, also wir wussten, okay, dann können unsere Mails können von der amerikanischen Regierung gelesen werden, aber wir sind in China sicher. Deswegen haben auch viele Chinesen und wir Korrespondenten meistens Gmail benutzt. Und tatsächlich konnte ich mit ihr, während ich in Tibet, das war dann super spannend, weil wir sind, glaube ich, 10 Tage oder so durch Tibet gereist. Und ich habe täglich eine Zusammenfassung an sie geschrieben, und habe sie gebeten, das zu kommentieren. Und das hat sie gemacht und hat am Ende zugestimmt, dass ich dieses Stück schreiben soll. Also sie hat mich sogar gebeten. Sie ist frei übrigens heute. Also die sitzt nicht im Gefängnis heute. Ja. Jetzt lassen wir sie langsam zum Fußballspiel gehen. Ne? Ja. Ja, ich möchte dich auch einfach bedanken. Und ich habe keine Frage, aber wollte es auch an einem Publikum als Aufforderung geben, weil ich finde diesen Gedanken so schön, dass man immer einen Unterschied zwischen dem Regime und den Menschen machen muss. Und ich weiß nicht, ob man das merkt, das ist unser Programmschwerpunkt dieses Jahr. Dass man liest dann andauernd was über China, über die Türkei. Und dann fängt man an, die Regime und die Menschen zu verwechseln. Und das ist unser Jahresprogramm, ist im Moment, es steht nicht drüber. Wer von Ihnen hat eine Jahreskarte?
South Bay auch schon gesehen. Okay. Also das ist ein gutes Schritt. Das geht ja in Ausstellungen auch darum, wie, das fand ich auch ein toller Teil des Vortrags eben, wie Künstlerinnen und Künstler in diesen Situationen überhaupt umgehen können, wie sie die Menschen zum Erzählen bringen können. Und wir müssen die eigentlich jetzt noch einladen zu dem Thema Türkei. Ich habe Ich habe auch ein paar Punkte der Augen beschrieben, also wirklich Erdogan sagt, dass er Terrorist ist, der uns so ganz andere Idee gibt als bei South Bay, nämlich eine enorm melancholische Blicke in der Türkei, die es nicht mehr gibt. Und das finde ich so schön, dass das so deutlich wurde heute. Das wäre meine Frage. Wir sitzen ja hier und denken immer, was tun wir? Ne? Also was machen wir? Das ist jetzt und diese ganze Wandel durch Annäherung, das was für die alte Bundesrepublik und die Hersteller USA so viel davon gescheitert und wir wollen mit den Menschen in Kontakt bleiben und was wir denken, okay, wir müssen das machen, wir müssen noch Künstlerinnen einladen. Ja, und ich finde das super. Also es ist natürlich immer schwierig. Ich habe das auch gemerkt, also bei ihrer Eröffnungsveranstaltung. Ich habe mir schon gedacht, es ist immer heikel, ja, ist klar. Gell? Also man kann eigentlich auch nur alles falsch machen irgendwie. Dann lädt man sie ein und dann hat sie so ein paar offensichtlich politische Anspielungen, die spricht man aber besser nicht an. Dann spricht man bei der Eröffnungsveranstaltung über China und Sowjetunion zu einem Zeitpunkt, wo die Ukraine das Riesenthema ist und die Kooperation von China und Russland und darf das aber natürlich auch nicht ansprechen. Es ist wahnsinnig schwierig und ich finde es trotzdem super. Dass sie es gemacht haben und weil man so viel lernt einfach über das Menschliche, ja, und eben genau das. Xi Jinpings Ziel ist es, China dicht zu machen, ganz klar. Ja. The closing of the Chinese mind, hat es ein Hongkonger Beobachter genannt. Das ist es. Also er will weiter, ja klar, so ein bisschen mit Autoindustrie und er will unsere Chips und das will er weiter, aber intellektuell, geistig dicht machen, Abschottung, keinen Austausch mehr. Und jetzt, weil wir vorher über Reisefreiheit, die Chinesen als Touristen dürfen sie schon noch ziemlich frei reisen, aber zum Beispiel Akademiker, Intellektuelle haben es jetzt schon viel schwieriger als noch vor 2-3 Jahren. Vor Corona. Weil sie plötzlich, früher konnten die auch frei, es gab eine Einladung von der Uni München, dann konnten die einfach losfliegen, ja. Und jetzt müssen sie alles von der Parteizelle genehmigen. Eindeutiges Ziel ist Kontrolle. Wir können kein Interesse daran haben, dass dieser Mann das Land dicht macht, ja. Also wir müssen Interesse daran haben, dass da frische Luft reinkommt, ja. Und deswegen Austausch super, aber, und das ist halt ein Punkt, der früher immer, nicht naiv sein dabei, ja. Das ist etwas, was früher halt immer so, ja. Dann wurde so Völkerverständigung und dann, man muss, wenn man diesen Austausch macht, wissen, mit wem man es zu tun hat und mit welchem Interesse das Gegenüber jetzt, ja, mit dir diesen Austausch. Das ist natürlich im Fall von Cao Fei, wenn man es mit einer Künstlerin macht, relativ einfach. Da weiß man, dass man es mit Guten sozusagen zu tun hat. Es ist schon um einiges schwieriger bei akademischem, universitären Austausch, weil man dann immer mit Parteiorganisationen zu tun hat und nie weiß, mit welchem Interesse die kommen. Und wenn es um Hightech-Felder geht und so, ist natürlich immer gleich der Verdacht, es geht auch wieder um Spionage und das Ganze, ja. Aber unbedingt machen. Und wenn ich nur Entschuldigung, das ist nochmal so ein kleines Detail, aber nur nochmal um Ihnen diesen Punkt, weil ich damit angefangen habe. Die Chinesen sind viel mehr so wie wir, als man sich das vorstellt. Ja? Dieser Punkt, was ich auch eines der eindrücklichsten, der Datenschutz und Privatsphäre. Ja? Dieser Punkt, da gab es, kurz bevor ich raus bin aus dem Land, gab es eine Podiumsdiskussion in Peking und da saß der Chef von Baidu, dieser Robin Li heißt er, und die sind heute übrigens auch einer der größten KI-Player, aber das ist das Google von China. Ja? Und da saß er und da saßen auch Silicon Valley-Leute, ja. Und die Silicon Valley-Leute natürlich total neidisch, weil die Chinesen natürlich Silicon Valley technologisch noch weit voraus, aber die Chinesen immer so, hey, okay, ihr mögt technologisch weit voraus, aber wir können viel mehr machen als ihr, ja, weil wir müssen diesen ganzen Kram, Daten, unsere Regierung unterstützt uns, hat einer zu mir gesagt im Interview. Und die Amerikaner halt blau von Neid, blau und grün von Neid, ja, und dann
Und dann sagt dieser Amerikaner zu dem Robin Lee auf dem Podium, ja Mensch, Wahnsinn, was ihr schon alles machen könnt mit euren Kanälen, wie ihr das testet mit den Leuten und wie, also scheren die sich nicht, sorgen die sich nicht um ihre Privatsphäre, eure Leser, eure Kunden. Und dann sitzt dieser Robin Lee da und wiederholt also diesen einen Satz, den ich auch so oft oder dieses eine Thema, diese eine These, die ich so oft gehört habe, nicht nur von solchen Leuten, sondern auch von Westlern, von westlichen Geschäftsleuten, von westlichen Politikern, wo meinte, ach wissen Sie, die Chinesen, unsere chinesischen Bürger, ach denen ist es total egal, die sind total willens, Tamen Yuan Fan Qi, ja? Die sind total willens, ihre Privatsphäre und ihren Datenschutz aufzugeben, wenn sie im Gegenzug Service kriegen, ja? Also diese alte Leier, der Chinese ist ganz anders. Der Chinese ist eben wieder so ein Kollektivist, dem ist das Private völlig wurscht. Ja, so, und dann passierte das Interessanteste überhaupt live. Das war nämlich, weil es ja nichts super Politisches war das live gestreamt auch von der, glaube ich, Beijing Wanbao, also so eine Tageszeitung in Peking. Und in diesem Livestream plötzlich, ja, wie so eine Explosion, begann ein Shitstorm. Und 10.000 Leute sind auf den losgegangen. Was bildest du dir ein? Ja, hier. Und dann hat es einen eigenen Hashtag gekriegt. Also er hatte gesagt, Tamen Yuan, Sie sind willig, Sie sind bereit. Und der Hashtag war dann, Bu Yuan, wir sind nicht bereit. Und dann begann wirklich eine Debatte, eine zornige, empörte, aber auch informierte Debatte darüber, dass wir Chinesen natürlich genauso unser Recht auf Privatsphäre und Datenschutz wollen, wie alle anderen. Und was bildest du dir überhaupt ein? Das war super spannend, weil das war die allererste Debatte überhaupt zu dem Thema. Und sie wurde überhaupt nur deshalb erlaubt, weil es um ein rein privatwirtschaftliches Unternehmen geht. Sobald diese Debatten ins Politische kippen, ja, dann ist Schluss. Ja, also enden wir hier.